Moin, Ladies and Gentlemen, sowie alle Neueinsteiger im Airsoft-Bereich und natürlich auch alle Zuschauer, die sich aus Versehen auf diesem Kanal einmal verlaufen haben. So, Leute, ihr habt es im Titel gelesen, heute wird es leider sehr, sehr trocken, denn heute gibt es einen sehr umfangreichen Technik-Guide im Jahr 2022, bezogen auf AEGs, SAEGs, beziehungsweise elektrische Soft-Airs oder Airsofts. So, warum das Ganze? Mir ist es gerade beim Review zu der SSR 4 von Norwich auch wieder ein bisschen aufgefallen. Meine Reviews sind zwar sehr, sehr ausführlich, ich setze aber ein gewisses Grundwissen oder gewisse Grundkenntnisse setze ich einmal voraus. Bedeutet, da werden sehr viele Punkte einmal angesprochen in den Reviews, wo vermutlich der Einsteiger, der sich jetzt gerade die erste Airsoft einmal kaufen möchte, sehr wenig einmal damit anfangen kann. Und das finde ich ein kleines bisschen schade. Dementsprechend möchte ich einfach die nächsten 2 Stunden nutzen. Ja, ich weiß, es wird leider sehr umfangreich, brauche ich aber die Zeit, denn in 10 Minuten kann man nicht die ganze Technik erklären, das funktioniert einfach nicht. Wie gesagt, dementsprechend wird es sehr, sehr umfangreich und entsprechend für die Stammzuschauer vermutlich auch etwas uninteressanter. Wir müssen aber halt auch ein bisschen an die Einsteiger einmal denken. So, wir werden uns also gerade dieses SAEG oder dieses AEG-System einmal komplett anschauen. Wir sprechen alle Komponenten einmal an. Wie greift da alles ineinander? Wie läuft das Ganze ab? Worauf muss man achten? Auch wenn ihr mal eine Wartung machen wollt bei eurer Knifte, wenn ihr schon eine habt. Wie heißen die Komponenten? Und wie gesagt, wo sind die Unterschiede? Was ist denn gut? Was ist ein bisschen weniger gut? Worauf muss man achten? Einfach so diese technischen Grundkenntnisse einfach einmal vermitteln, damit ihr jetzt als Neueinsteiger eben auch ein bisschen Bescheid wisst und nach diesem Video auch ein bisschen mitreden könnt. Bedeutet, dass ihr einfach wisst, wenn ihr euch jetzt eine Waffe kaufen möchtet und dann zum Beispiel jetzt die Artikelbeschreibung in irgendeinem Shop einmal lest oder euch eben ein bisschen schlau macht darüber und dann lest ihr so Sachen wie, ja, die Nozzle ist so oder der Piston, damit ihr einfach Bescheid wisst, worauf kommt es an und eben selbst für euch auch bei der technischen Seite auch ein bisschen mehr vergleichen könnt. Wie gesagt, heute einmal Vermittlung, Grundkenntnisse im SAEG-Bereich. So Leute, wie gesagt, es wird umfangreich, dementsprechend macht euch ein bisschen Chips auf oder ein paar Popcorn, holt euch was zum Trinken und los geht's! Also Leute, ich hoffe, ihr habt was zum Knabbern bereit, denn wir beginnen einmal mit unserem großen Technik-Guide speziell für Einsteiger. Wichtig als allererstes mal für euch, wir verwenden im Airsoft immer die internationalen Begriffe der einzelnen Bauteile bzw. der einzelnen Komponenten. Bedeutet, ein Piston ist ein Piston und kein Kolben. Da werden viele können mit dem Begriff Kolben halt nichts anfangen. Denn es hat sich einfach eingebürgert, auch die ganzen Shops verwenden immer die internationalen Begriffe. Und da hält sich auch jeder dran. Und so ist es euch eben auch möglich, mit Österreichern zu schreiben, mit Niederländern, mit Engländern, USA, Taiwan. Jeder weiß einfach, was mit einem Piston einmal gemeint ist. Wie gesagt, merkt euch, die internationalen Begriffe einmal zu verwenden. So, und dann seht ihr jetzt hier schon die erste Komponente oder das erste Bauteil einer SAEG bzw. einer AEG auf dem Tisch liegen. Und das Ganze nennt sich einmal Gearbox bzw. Gearbox Shell. Hier eine kleine Definition: Wenn dieses ganze System nicht zusammengebaut ist bzw. nicht mit anderen Komponenten einmal bestückt ist, so wie es bei mir jetzt hier einmal der Fall ist komplett leer einmal innen drin, dann spricht man einmal von der Gearbox Shell. Und wenn das Ganze jetzt zusammengebaut ist und fertig aufgebaut ist, dann spricht man von der Gearbox. Wie gesagt, hier ein kleiner Unterschied: Shell, Gehäuse, nur das Gehäuse, und Gearbox ist letztendlich komplettes System. So, ihr seht hier, das Ganze nennt sich einmal V2 Gearbox. Es gibt zum Beispiel eine V1 Gearbox. Hat jetzt aber nichts in dem Sinne mit Updates zu tun oder mit besseren Versionen, sondern dieses V1, V2, V6, V7 steht letztendlich für die Form der Gearbox. Bedeutet, diese Form jetzt hier ist einmal eine V2 und passt entsprechend einmal bei allen M4, M16, AR15 Modellen einmal rein. Gibt noch ein paar andere Modelle, da passt sie auch rein. Es gibt aber zum Beispiel auch noch eine V1, die war früher von Marui für die Farmers. Dann eine V3 Gearbox, zum Beispiel AK G36 Sig Sauer.
dann eine V6, P90 zum Beispiel, V7, M14, V2.5, SR25, M110 oder Mod 25. Also diese V gibt, wie gesagt, gibt letztendlich nicht an, dass die Gearbox jetzt besser ist oder so, weil es halt geupdatet wurde, sondern dieses V gibt nur die Grundform sozusagen von der Gearbox an und wo diese Gearbox einmal reinpasst, beziehungsweise wo sie kompatibel ist. Das wird später noch interessanter, müsst ihr auch ein bisschen drauf achten, wenn es zum Thema EFCS einmal geht. So, aber wie gesagt, merkt euch einfach, die Version einer Gearbox gibt die Form einer Gearbox an und die Größe. Wie gesagt, das könnt ihr auch schön sehen, wenn ihr euch zum Beispiel eine M249 Gearbox anschaut. Die ist letztendlich, sind alle Gearboxen vom Grundaufbau identisch. Bedeutet, ihr habt immer die Zahnräder drin, 3, teilweise SVD habt ihr 4 drin, aber zum größten Teil 3 Zahnräder. Ihr habt immer einen Zylinder drin, ihr habt immer irgendwo eine Federstange. Das ist alles immer identisch. Nur die Anordnung der einzelnen Versionen oder der einzelnen Waffen ist dann eben entsprechend anders. Wie gesagt, zum Beispiel LMG, M249, M60, PKM habt ihr eben auch eine sehr lange Gearbox, da einfach die Lager nicht so angeordnet sind, beziehungsweise die einzelnen Zahnräder, sondern einfach der Länge nach angeordnet sind. Wie gesagt, einfach merken, V oder Version gibt die Form und die Passgenauigkeit die Passung einer Gearbox einmal an. So, und dann müsst ihr ebenfalls beachten, auch die Hersteller an sich unterscheiden ebenfalls nochmal. Bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier euch diese E&L V2 Gearbox Shell einmal anschaut, dann werdet ihr ebenfalls einen Unterschied zu anderen V2 Gearbox Shells einmal feststellen. Hat sich leider die letzte Zeit oder die letzten Jahre leider ein bisschen so entwickelt, dass nicht jeder Hersteller immer dieselben Maße von einer Gearbox Shell einmal verwendet. Bedeutet, häufig weichen sie gerade hier im hinteren Bereich, wo später einmal die Federstange oder das Spring Guide reinkommt, weichen die Gearboxen teilweise ab und auch die Aufnahme heutzutage zum Beispiel für einen beidseitigen Feuerwahlhebel ist auch nicht bei jedem Hersteller einmal vorhanden. Bedeutet, solltet bei euch mal eine Gearbox reißen oder kaputt gehen, dann müsst ihr immer gucken, was ist jetzt bei euch kompatibel bei eurer AEG oder bei eurer SAEG. Bekommt ihr jetzt die Original-Gearbox einmal her vom Hersteller, dann könnt ihr euch natürlich sicher sein, dass das alles wunderbar zusammenpasst. Bekommt ihr die Original-Gearbox nicht her und ihr benötigt Ersatz, dann müsst ihr eben auf gewisse Formen oder auf gewisse Punkte einmal achten, bevor ihr relativ viel Geld für eine neue Shell einmal ausgibt. Kleines Beispiel, gerade wenn ihr Knüften oder eine SAEG habt mit einem beidseitigen Feuerwahlhebel, dann kann es vorkommen, dass ihr eben hier diese Fräsung hier benötigt, mit diesem Loch hier einmal und ebenfalls hier einmal neben diesem Kugellager nochmal so eine kleine Fräsung. Wie gesagt, schaut euch einfach eure alte Gearbox an und vergleicht mit der Gearbox, die ihr kaufen möchtet. Denn manche Hersteller haben diese Fräsung, andere Hersteller haben diese Fräsung nicht. Ebenfalls der hintere Bereich ist ebenfalls bei manchen oder bei vielen Herstellern einmal unterschiedlich. Zum Beispiel bei E&L seht ihr, dass das Ganze eben nach hinten rund einmal rauskommt. Bei anderen Herstellern geht die Gearbox hier direkt einmal gerade runter und im Winkel rein. Bedeutet, dieser Block hier hinten, der hier frei ist bei anderen Herstellern einmal geschlossen. Und so eine Gearbox passt dann natürlich nicht einmal in euer Gehäuse rein, beziehungsweise in euren Receiver. Also hier gibt es einfach Unterschiede, auch wenn einfach mehrere Versionen oder alles V2 genannt wird, gibt es dennoch je nach Hersteller immer wieder ein paar kleine Unterschiede. Hier einfach beachten von den einzelnen Positionen letztendlich oder von den Fräsungen. Wie ist die Gearbox aufgebaut? Wie sieht die Form einmal aus? Und dann gibt es natürlich auch je nach Hersteller verstärkte Gearboxen oder nicht verstärkte Gearboxen. Das kommt immer ein kleines bisschen drauf an, wie viel bezahlt man oder wie weit ist der Hersteller einmal entwickelt beim Thema Technik oder bei der technischen Umsetzung. Hier gibt es aber einige Punkte einmal zu beachten. Zum Beispiel die Gearbox hier, diese V2 von E&L ist eine sehr robuste und sehr haltbare Gearbox. Bedeutet, wenn ihr in dem Modell jetzt hier zum Beispiel mal 2 Joule spielen dürft oder wolltet, dann wäre das mit dieser Gearbox kein Problem. Wenn ihr jetzt andere Hersteller euch anschaut, die einfach ein bisschen preisgünstiger sind, da habt ihr auch gerade hier im vorderen Bereich gewisse Unterschiede. Gerade wenn ihr euch die Gearbox mal von oben anschaut,
habt ihr hier letztendlich hier vorne so eine kleine Wulst einmal raus. Bedeutet, die Gearbox wird an dieser Position hier vorne etwas dicker, hat also hier mehr Material drauf. Ebenfalls im unteren Bereich könnt ihr hier schön sehen, wird ebenfalls im unteren Bereich außen auch nochmal etwas dicker. Und zusätzlich seht ihr hier, wo dieser Radius ist, seht ihr ebenfalls hier oben drin, wie auch hier unten, seht ihr jeweils, dass das Ganze eben keine scharfe 90-Grad-Kante einmal ist, sondern das Ganze ist einfach sauber abgerundet. Und diese Gearboxen haben einfach den Vorteil, dass sie stärker belastet werden können. Ist eure Gearbox jetzt hier oben einfach nur gerade rüber und hat hier oben wie auch hier unten einfach eine 90-Grad-Kante, dann ist diese Gearbox von der Haltbarkeit her nicht so gut. Da müsst ihr dann aufpassen. Denn überlastet ihr so eine V2-Gearbox oder eine allgemeine Gearbox, dann können diese gerne hier gerade im oberen Bereich einmal reißen. Bedeutet, euch bricht einfach das Material einmal durch. Dann ist die Gearbox kaputt und ihr benötigt Ersatz. Also hier ein paar kleine Punkte für euch als Anhaltspunkt. Wann ist eine Gearbox robust und solide und wann solltet ihr gegebenenfalls mit der Stärke etwas aufpassen. So, ebenfalls gibt es im inneren Bereich auch noch bei gewissen Herstellern eine Verstärkung. Das hat jetzt diese Gearbox zwar nicht, aber zum Beispiel G&G, G2, G2H, wie auch die V2 Gearboxen von Syma in der Premium-Serie, zum Beispiel in der Bugatti Nova, in der MK16, in der Ska zum Beispiel. Da seht ihr dann zum Beispiel den Unterschied, dass diese Gearboxen zwar von außen auch wieder identisch sind, aber hier im inneren Bereich, wo später einmal die Tappet Blade läuft, ebenfalls nochmal verstärkt sind. Bedeutet, wenn ihr die Gearbox euch anschaut, da habt ihr diese Fläche, die geht genau kerzengerade einfach nach vorne einmal plan durch. Hier also kein Versatz oder sowas vorhanden. Bei den gerade genannten Gearboxen habt ihr hier vorne einen Versatz drin. Bedeutet, das Material wird im vorderen Bereich nochmal etwas dicker. Und diese Gearboxen sind ebenfalls sehr stark belastbar, denn sie sind einfach verstärkt. Wenn wir uns jetzt diese Gearbox-Shell einmal von der Seite anschauen, dann ist euch bereits vielleicht aufgefallen, dass wir hier einmal so komische runde Dinge einmal drin haben. So, und das ist letztendlich einmal eure Lagerung später für eure Gears bzw. für eure Zahnräder. Auch hier unterscheiden wir. Ihr seht zum Beispiel hier einmal, so wie hier, haben wir einmal Stahllaufbuchsen drin. Bedeutet, die gesamte Gearbox selbst oder die Shell ist letztendlich einmal gesintert oder im Gussverfahren einmal hergestellt. Damit das Ganze nicht verschleißt, sind hier jeweils für die einzelnen Zahnräder bzw. für die Welle einmal eine Lagerung eingearbeitet. Hier eben Stahllaufbuchsen und hier einmal Kugellager. Ebenfalls unterscheiden wir hier von der Größe. Es gibt Gearboxen, die haben noch ein sehr altes 6 mm System. Bedeutet, der äußere Durchmesser von diesem Lager oder von diesem Gleitlager hat dann einmal 6 mm. Dann gibt es ein paar kleine Ausnahmen, wie zum Beispiel ICS, die hatten früher noch 7 mm. Heutzutage im Regelfall bei moderneren Systemen einmal 8 mm. Oder dann zum Beispiel LCT, E&L sind ebenfalls wieder Ausnahmen. Hier haben wir bereits 9 mm. Der Durchmesser an sich ist eigentlich nur oder zum größten Teil entscheidend von der Haltbarkeit her, wie groß das Ganze ist, wenn ihr Kugellager verwenden wollt. Kleines Beispiel, hättet ihr jetzt hier zum Beispiel nur ein 6 mm System, dann solltet ihr es definitiv vermeiden, einmal Kugellager zu verwenden. Denn natürlich, je kleiner der äußere Durchmesser von dem Lager wird, desto kleiner ist das gesamte Kugellager. Und je kleiner das Kugellager, desto weniger Belastung kann es einmal aushalten. Bedeutet, wenn ihr Kugellager verwenden wollt oder wenn eure Knifte einmal Kugellager hat, dann sollten das mindestens 8 mm sein. Oder eben wie bei diesem System hier bereits einmal 9 mm. Wie gesagt, habt ihr nur 6 mm oder 7 mm, dann gegebenenfalls nur einmal auf komplette Stahllaufbuchsen gehen. So, wenn wir jetzt bei der Lagerung sind, dann seht ihr, dass hier eben das Ganze etwas kombiniert ist. Bedeutet, wir verwenden nicht überall jetzt zum Beispiel Kugellager oder nur Stahllaufbuchsen. Warum machen wir das Ganze? Kleines Beispiel, wenn ihr euch jetzt diese Gearbox einmal anschaut oder diese Gearbox-Shell, dann haben wir hier einmal Stahllaufbuchsen oder eine Stahllaufbuchse und das auf beiden Seiten. Bedeutet hier eine und gegenüberliegend nochmal eine. So, und hier ist letztendlich einmal der Platz später fürs Sektorgear. Sprechen wir später im Detail an, auf jeden Fall merken.
Sector Gear. Das Sector Gear ist dieses Zahnrad, wo am meisten Belastung einmal drauf kommt, denn dieses Zahnrad zieht letztendlich zieht mit einmal eure Feder auf und läuft relativ stark einmal in den Pisten rein. Bedeutet, die Belastung ist hier ein kleines bisschen höher. Dementsprechend verwendet man hier einmal Stahllaufbuchsen. So, dann seht ihr hier eine Kombination. Hier haben wir einmal im oberen Bereich, also außen drauf, haben wir ein Kugellager, aber im unteren Bereich haben wir nur eine Stahllaufbuchse. Warum? Wenn wir uns später mal die Gears anschauen, dann werdet ihr feststellen, dass es Spur Gear, das ist übrigens dieses hier, letztendlich den Zahnkranz, wo die Kraft übertragen wird, nur im unteren Bereich hat und letztendlich dann nur eine lange Welle einmal nach außen geht. Bedeutet, hier ist eben die Last nur im unteren Bereich einmal vorhanden und dementsprechend können wir hier einmal unten Stahllaufbuchse verwenden, damit das Ganze schön haltbar und langlebig ist. Aber im oberen Bereich, wo eben weniger Belastung drauf kommt, können wir hier problemlos ein Kugellager verwenden. Kugellager haben den Vorteil, dass sie die Gears einfach ein kleines bisschen laufruhiger machen. Habt ihr komplett Stahllaufbuchsen drin, dann können die Gears oder neigen die Gears eher ein kleines bisschen zum Kreischen. Also hier, wie gesagt, hier kann man das Ganze kombinieren. Und ebenfalls im unteren Bereich haben wir ebenfalls wieder eine Kombination, hier das Ganze aber umgedreht. Bedeutet, hier seht ihr einmal Stahllaufbuchse, einmal im äußeren Bereich und unten ist ein Kugellager drin. Und hier haben wir letztendlich dasselbe am Bevel Gear unten. Bedeutet, wartet mal, das ist dieses hier, nennt sich einmal Bevel Gear oder auch Kegelrad. Und ihr seht auch hier haben wir letztendlich am Kegelrad selbst hier außen einen gewissen Winkel einmal drin. Bedeutet, es ist nicht einfach nur gerade, sondern dieser Zahnkranz ist einmal schräg. Wenn dann später einmal der Motor reingreift über nochmal ein Zahnrad und andreht, dann kommt die Belastung einmal auf den Winkel drauf. Bedeutet, dieses gesamte Zahnrad wird nach oben gedrückt. Und dementsprechend verwendet man dann zum Beispiel hier jetzt eine Stahllaufbuchse. Dann kann das hier wunderbar einmal in der Stahllaufbuchse einmal laufen. Und unten muss es letztendlich nur mitlaufen. Bedeutet, hier können wir dann problemlos einmal ein Kugellager einsetzen. Und das ist einfach eine moderne Kombination aus Stahllaufbuchsen und Kugellager. Vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, bevor ihr jetzt einfach das so umsetzt, wie es gerade gezeigt wurde. Ihr müsst ebenfalls beachten, von welcher Qualität eure Lager sind und natürlich, wie viel Energie hat die Waffe. Habt ihr jetzt nur eine CQB und eine relativ kurze AEG oder SAEG mit, sage ich mal, einem Joule, dann könnt ihr auch problemlos 8 mm Kugellager an jedem einzelnen oder an jeder einzelnen Position einmal verwenden. Wenn eure Knifte dann oder eure Airsoft dann etwas mehr Energie hat, sage ich mal ab 1,5, 1,6 Joule, dann kann man eben anfangen, so eine Kombination zu installieren. Gerade bei 2 Joule sollte man definitiv auf so eine Kombination gehen, denn dann können Kugellager, wenn sie von keiner guten Qualität sind, relativ schnell einmal beschädigt werden oder eben dementsprechend kaputt gehen. Daher wir gerade schon einmal die Gears angesprochen haben, würde ich sagen, machen wir direkt gleich mal mit diesen weiter. So, ihr seht hier einmal 3 Zahnräder und das Ganze nennt sich, alle 3 zusammen, nennt sich einmal Gear Set oder abgekürzt einfach Gears. Also englisch einmal Zahnräder. Und ihr seht bei diesem Modell, bei einer V2 oder auch V3, je nachdem habt ihr im Regelfall immer 3 an der Zahl oder 3 Stück. Es gibt auch hier kleine Ausnahmen, zum Beispiel SVD hat 4 Zahnräder drin, hat einfach nochmal ein zweites Spur. Und auch eine AEP, also eine elektrische Pistole, hat ebenfalls 4 Gears drin. Das kommt aber darauf an, wie der Motor dreht. Bedeutet, einen Bürstenmotor, der kann entweder links oder rechts rumdrehen. Wie gesagt, im Regelfall habt ihr einfach 3 Stück drin. So, diese 3 Stück habe ich euch gerade schon einmal angesprochen. Ihr habt einmal hier euer Kegelrad, das Ganze nennt sich einmal Bevel Gear. Dann habt ihr hier einmal euer Spur- bzw. Spur Gear, das ist quasi einmal dieses große hier. Und dann einmal euer Sector Gear. So, welche Funktion hat jedes einzelne Gear? Zunächst mal seht ihr hier unten, das ist euer Startgear oder das unterste Gear in der Gearbox einmal drin oder in der Gearbox Shell. Das ist einmal euer Bevel Gear. Und hier habt ihr eben zunächst einmal den äußeren Zahnkranz. Hier läuft letztendlich einmal der Motor rein. Bedeutet, hier fängt das ganze System einmal an zu drehen oder wird in Rotation versetzt. Dann habt ihr einmal auf dem Bevel Gear in der Mitte
so ganz komische Positionen, werdet ihr euch denken. Diese Positionen sind später einmal für den Anti-Reversal Ledge. Gibt aber ein extra Thema, einfach mal merken. So, und dann habt ihr hier eben nochmal so ein kleines Zahnrad, beziehungsweise so einen kleinen Zahnkranz. Und dieser kleine Zahnkranz greift letztendlich im eingebauten Zustand in den großen Zahnkranz von eurem Spurgear. Bedeutet, das Ganze wird so einmal später zusammengebaut bzw. montiert. Bedeutet, der Motor dreht das Bevel-Gear überträgt die Rotation oder die Kraft einmal aufs Spurgear drauf. Und auf dem Spurgear habt ihr eben im oberen Bereich nochmal einen Zahnkranz. Hier greift dann letztendlich später einmal euer Sektorgear rein und wird ebenfalls in Rotation versetzt. So, hier gibt es gewisse Unterschiede bei den Gears und natürlich auch qualitative Unterschiede. Von der Qualität her verwendet man im besten Fall einmal CNC gefräste Gears, die sind dann miteinander verschraubt und verpresst, halten im Regelfall mehr Belastung aus, wie wenn ihr jetzt gesinterte Gears habt. Bedeutet gesinterte Gears, das könnt ihr relativ schnell immer herausfinden. CNC-Gears sind meistens einmal hier, einmal verpresst. Das seht ihr, das sind einfach zwei Bauteile. Ebenfalls einmal am Bevel-Gear, wenn ihr oben drauf schaut, seht ihr ebenfalls zwei Bauteile. Und wenn ihr jetzt ein gesintertes Gearset habt, dann seht ihr eben nicht, dass es zwei Bauteile sind. Bedeutet, das gesamte Zahnrad kommt letztendlich einmal aus einer, ja eigentlich aus einer Gussform sozusagen. Wird also letztendlich im Mold-Injected-Verfahren einmal hergestellt. Kleines Problem bei diesen Mold-Injected Gears, es ist zwar auch Stahl, durch das Verfahren, aber der Mold Injection kommt es aber oder kann es passieren, dass ganz kleine Lufteinschlüsse im Material einmal drin sind. Die seht ihr mit dem bloßen Auge, seht ihr das nicht, aber das Material oder der Stahl ist deutlich poröser, wenn einfach die Gears einmal oder die einzelnen Zahnkränze aus dem vollen Material einmal rausgefräst werden. Dementsprechend, wie gesagt, ist euer Gearset einmal hier aus zwei Teilen miteinander verpresst. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Ganze einmal CNC gefräst ist. Zum größten Teil. Es gibt ein, zwei Hersteller, die stellen die einzelnen Zahnkränze auch Mold Injected her und verpressen sie dann. Ist aber wirklich sehr, sehr selten einmal der Fall. So, und dann habe ich euch gerade schon gesagt, diese einzelnen Zahnräder greifen letztendlich ineinander. Und dann, wer sich ein bisschen auskennt, kann sich schon denken, es gibt ja auch unterschiedliche Untersetzungen. So, bedeutet, je nachdem wie euer Gearset einmal untersetzt ist, dreht es entweder schneller oder langsamer. Zum Beispiel, wenn ihr euch dieses Gearset mal anschaut, das ist sogar einmal drauf notiert. Hierbei handelt es sich um ein 13:1er Gearset. Bedeutet, wir haben hier eine Untersetzung von 13:1. Das Ganze nennt man auch, ja, im Umgangssprachlich wahrscheinlich oder häufig einmal High-Speed Gears. Bedeutet, diese Zahnräder oder diese Kombination dreht deutlich schneller wie ein langsamer untersetztes 18:1 Gearset. Hier nur berücksichtigen oder aufpassen, je schneller man von den Zahnrädern oder von der Untersetzung geht, desto stärker muss natürlich auch der Motor sein. Bedeutet, verwendet ihr jetzt einen relativ schwachen Motor mit einem schwachen Akku mit 13:1, dann ist das Ganze für, ja, sage ich mal, ab 1,3, 1,4 Joule aufwärts nicht mehr geeignet. Man muss also immer die korrekte Konfiguration haben aus Kraft des Motors und der Untersetzung der Zahnräder. Und natürlich auch der Federstärke einmal. Muss man also alles schön miteinander einmal berücksichtigen. So, im Regelfall, wie gesagt, das ist jetzt ein 13:1er High-Speed-Gearset. Im Regelfall, wenn ihr euch heutzutage eine Knifte kauft, sind immer noch Standard 18:1 einmal drin verbaut. Und das ist eigentlich eine Standarduntersetzung, bedeutet, ihr müsst vom Motor nicht unheimlich viel Kraft aufbauen. Es langen relativ günstige Motoren, um auch etwas stärkere Federn einmal aufzuziehen. Diese Systeme, das sind dann aber meistens vom Ansprechverhalten bzw. von der Zeit, bis das Sektorgear eine Umdrehung natürlich einmal zurücklegt, entsprechend etwas langsamer. Aber für heutzutage immer noch ausreichend, gerade im Bereich mit 11,1 Volt, was man heutzutage problemlos bei vielen Kniften oder bei vielen Airsoft-Modellen einmal verwenden kann, ist das auch kein Problem, ob man jetzt 18:1 einmal drin hat. Wenn ihr jetzt Gears drin habt, die zum Beispiel als High Torque angegeben werden, das sind wiederum sehr langsam untersetzte Gears, dann sprechen wir zum Beispiel von einer Untersetzung von 21:1, 23:1 oder das Maximum 32:1.
Bedeutet, die drehen deutlich langsamer. Wenn also hier das Sektorgear von mir aus das Bevel Gear von mir aus mal 13 Umdrehungen macht, hier einmal, dann macht das andere hier 32, hier einmal. Also die sind unheimlich langsam. Da benötigt er dann schon wirklich, wie soll ich sagen, einen wirklich sehr schnellen Motor mit sehr viel Drehzahl. Ist aber auch nicht gut geeignet, denn gerade die Motoren mit viel Drehzahl verbrauchen oder haben auch sehr hohe Ströme. Kommen wir beim Thema Motor noch mal kurz drauf zu sprechen. Wie gesagt, für euch einfach wichtig zu wissen, es gibt unterschiedliche Untersetzungen, im Regelfall 18:1 problemlos ausreichend. Schnellere Systeme oder auch Tuning-Systeme haben dann meistens 12:1 oder 13:1 einmal drin verbaut. Ein weiteres Thema bei den Gears ist einmal das Short Stroking bzw. der Short Stroke oder auch in Deutsch einmal das Kurzhubsystem. Ein Kurzhubsystem wird letztendlich einmal über das Sektorgear bewerkstelligt. Bedeutet, wenn wir uns jetzt dieses Sektorgear einmal im Detail anschauen, da seht ihr, der untere Kranz, wie gerade schon einmal erklärt, der greift letztendlich einmal hier rein. Hierdurch entsteht einmal eure Untersetzung letztendlich. So, und diese oberen Zähne, die eben jetzt hier nicht komplett einmal rundherum gehen, sondern eben ja eine gewisse Anzahl nur vorhanden haben, diese greifen letztendlich später einmal in euren Pisten rein. Die, ja, könnt ihr euch so vorstellen, die Zähne sind letztendlich dafür verantwortlich, dass die Feder dann später einmal im System einmal aufgespannt bzw. aufgezogen wird. So, und hier gibt es eben auch Unterschiede heutzutage. Normalerweise hat man immer ein Sektorgear mit 16 Zähnen drin verbaut. Gut, bei modernen Systemen auch nicht mehr immer, aber also ein Großteil wird heutzutage immer noch 16 Zahn Sektorgear einmal verwendet. Bedeutet, ihr habt hier oben drauf 16 einzelne Zähne. So, und dann gibt es eben die Besonderheit eines Short Strokes. Sowas verbaut zum Beispiel heutzutage Syma, Bugatti Nova Serie zum Beispiel oder auch MK16 Serie, die Ska zum Beispiel oder P90 von Syma. Die haben bereits ein sehr schnell drehendes System als Kurzhub. Bedeutet, da ist ein Short Stroke vorhanden. So, und wenn ihr hier einmal die Zähne zählt, dann werdet ihr feststellen, dass wir hier ebenfalls ein Short Stroke Sektorgear einmal haben. Bedeutet, hier haben wir eben keine vollen 16 Zähne, sondern weniger. Bedeutet letztendlich auch, die Feder wird nicht so stark komprimiert bzw. nicht so stark aufgezogen wie mit einem 16-Zahn Sektorgear. Dies ist aber allerdings bei Systemen mit relativ kurzen Läufen absolut kein Problem. Denn da ist der Weg, den das Sektorgear zurücklegen muss, um den Pisten zu spannen, etwas kürzer. Und dementsprechend werden solche Systeme vom Ansprechverhalten noch mal etwas zackiger oder etwas schneller. Dementsprechend einfach für euch zu merken, bei Systemen mit einem kurzen Innenlauf ist ein Short Stroke einmal möglich oder bereits vom Hersteller einmal drin verbaut. Das Ganze können wir uns später einmal im verbauten Zustand noch einmal ansehen. Dann lasst uns anschließend direkt gleich einmal mit dem Shimming weitermachen, beziehungsweise den Shim-Scheiben sind letztendlich nichts anderes wie einmal Passscheiben. So, wir haben uns gerade einmal das Sektorgear angeschaut. Dieses sitzt einmal in der Gearbox Shell, einmal hier in dieser Lagerung drin. Bedeutet einmal so. So, nehmen wir an, wir setzen dieses Zahnrad oder dieses Sektorgear jetzt einfach einmal da rein. Dann nehmen wir die zweite Hälfte einmal her von der Gearbox Shell, setzen die einmal zusammen. Und dann werdet ihr euch denken, ach wunderbar, das Zahnrad bzw. das Sektorgear dreht sich ja da innen drin. Wunderbar, so passt das. Das ist leider nicht ganz korrekt, denn die Zahnräder müssen einmal sauber eingeschimmt werden. Bedeutet, das Ganze dreht sich jetzt hier zwar einwandfrei, wenn ihr aber mal das Ganze vergleicht oder mal kontrolliert, dann seht ihr, dass das Zahnrad in der Lagerung sehr viel Spiel nach links und rechts einmal hat. Und das ist so nicht in Ordnung. Gerade recht günstige Hersteller legen hier recht wenig Wert drauf auf das Shimming, damit es einfach sauber eingepasst ist und entsprechend hören sich diese SAEGs leider immer etwas bescheiden an. Bedeutet, passt das Shimming nicht, habt ihr eher ein sehr helles Kreischen auf der Waffe einmal drauf. Bedeutet, wenn ihr da wirklich feuert, habt ihr so richtig schönes das geht einfach gar nicht. Ist ein sehr wichtiger Punkt bei einer SAEG oder bei einer AEG, dass die Zahnräder einmal sauber eingestellt bzw. zueinander einmal eingeschimmt sind.
Zum Thema Shimming habe ich euch bereits ein sehr umfangreiches Video einmal gemacht. Dieses blende ich euch einmal hier oben im Eck einmal ein. Für ganz kurz nochmal zum Drüberschauen. Ihr habt letztendlich im Airsoft-Bereich so kleine Passscheiben hier mit 3 mm Innendurchmesser für die Welle oder für die Achse und einem Außendurchmesser von 6 oder 7 mm. Bedeutet, diese Passscheiben kommen letztendlich einmal im unteren Bereich wie auch im oberen Bereich auf die einzelnen oder auf das einzelne Gear einmal drauf. Und dann wird das Ganze eben so perfekt oder so sauber einmal eingestellt, dass ich das Ganze noch sehr schön frei einmal drehen kann, aber nach links und rechts so gut wie kein Spiel mehr hat. Wenn überhaupt vielleicht noch 0,05 mm. Hier ist eben darauf zu achten, dass jedes Zahnrad einmal auf das andere einmal abgestimmt bzw. eingestellt wird. Wie gesagt, Video dazu könnt ihr euch gerne einmal anschauen. Lasst uns ebenfalls einmal über das Thema Motor sprechen. Dieses Thema habe ich bereits in einem anderen oder bereits in mehreren anderen Videos einmal im Detail durchgesprochen. Gerade Unterschied zwischen Bürstenmotor und bürstenlosem Motor. Auch dieses Video, wenn ihr hier mehr Informationen braucht oder mehr Informationen sucht, verlinke ich euch einmal hier oben im Eck. Wie gesagt, da gehe ich wirklich im Detail ein, zerlege mal so einen Motor und zeige euch, wie funktioniert so ein Bürstenmotor, worauf ist zu achten, gerade Ströme, Drehzahl, Drehmoment. Wie gesagt, werde ich in diesem Video heute nicht ganz so detailliert durchsprechen, da schaut euch gerne mal das andere Video hier einmal an. So, ihr seht, hier liegt ein handelsüblicher Motor. Hier müsst ihr letztendlich nur zunächst mal beachten, es gibt unterschiedliche Längen. Die Länge bezieht sich immer auf den vorderen Bereich des Motors. Bedeutet, ihr seht hier einmal dieses rote Aluminiumteil, ist letztendlich die Vorgabe von der Länge. Es gibt 3 Längen oder wir unterscheiden von 3 Längen. Das hier ist ein Standard langer Motor oder ein Long-Type-Motor. Dann gibt es ebenfalls noch Medium, was sehr selten einmal verwendet wird. Und dann eben für zum Beispiel AKs G36, V3 habt ihr dann einmal Short-Type-Motoren. Wie gesagt, da ist letztendlich nur der Abstand von dem Pinion Gear nach hinten einmal unterschiedlich. Diese Long-Type-Motoren kommen im größten Teil bei Standard AR15, SA25, M110 oder MK16 Scar und so weiter einmal zum Einsatz. Wie gesagt, hier einfach nur vergleichen, wenn ihr mal einen neuen Motor benötigt oder einen besseren Motor, baut euren alten Motor raus, schaut, wo sitzt einmal das Pinion Gear, wie lang ist einmal dieser Versatz und dann könnt ihr eben genau herausfinden, habe ich hier jetzt einen Short Type, habe ich einen Medium oder habe ich einen Long Type Motor. Wie gesagt, im Regelfall entweder Long oder Short. Den Unterschied seht ihr sofort. Dann gibt es natürlich auch bei den Motoren einmal den Unterschied zwischen Brushless und Brushed Motoren bzw. Bürstenmotoren und bürstenlosen Motoren. Leider wird heutzutage im Airsoft-Bereich immer noch ein Bürstenmotor einmal eingesetzt. Bei jedem einzelnen Hersteller bedeutet das Ganze ist, wie schon vor Jahren, ein ganz normaler Bürstenmotor mit Kohlen hier hinten einmal drin. Es gibt heutzutage auch sehr moderne bürstenlose Motoren. Diese gibt es aber leider nur extra zu erwerben und sind mit knapp 100 € gerade für einen Einsteiger nicht unbedingt direkt zu empfehlen. Dann unterscheiden wir selbstverständlich auch bei den normalen Bürstenmotoren zwischen High Torque und High Speed Motoren. Bedeutet, bei manchen Herstellern wird einfach nur der Begriff angegeben, mit dem ihr leider nicht wirklich etwas anfangen könnt. Bedeutet, da werden Motoren verkauft, die geben halt dann an High Speed Motor. Ja, wie viel Drehzahl der Motor wirklich hat, wie viel TPA er hat, wird leider bei den wenigsten Shops einmal angegeben und entsprechend könnt ihr mit so einem Motor oder mit den Werten von der Artikelbeschreibung nicht wirklich etwas anfangen. Dann gibt es auch noch eben High-Speed-Motoren. Klar, der Unterschied, High Torque bedeutet, der Motor dreht langsam, kann aber deutlich mehr Kraft übertragen. Ein High-Speed-Motor ist dann genau andersrum. Dieser hat mehr Drehzahl, dreht also schneller, kann aber entsprechend deutlich weniger Kraft übertragen. Wie gesagt, das Thema haben wir bereits aufgerollt in dem Motorenvideo. Wenn ihr da mehr Infos dazu braucht, vielleicht für euch als Einsteiger wichtig, so ein normaler Balanced Motor, so im Mittelfeld, ist alles um die 20.000 bis 25.000. Und ob ihr dann da ein 18-1er Gearset drin habt oder ein 16-1er oder vielleicht sogar mit einer relativ schwachen Feder, sagen wir bis 1,7 Joule, von mir aus auch ein Standard 13-1er, das spielt dann keine größere Rolle.
Also das sind so die Standardmotoren, die ihr immer verwenden könnt. 20.000 Umdrehungen bis, sage ich mal, 30.000 Umdrehungen maximal. Wenn ihr jetzt aber ein sehr schnelles Gearset schon bereits drin habt, gerade wie gerade gesehen, dieses 13:1 High-Speed Gearset, dann müsst ihr eher den Wert oder mehr Wert darauf legen, dass der Motor weniger Drehzahl hat, also langsamer ist, aber sehr viel Kraft übertragen kann. Denn gerade die schnelle Untersetzung der Zahnräder gleicht das Ganze einmal aus. Und ein weiterer großer Vorteil bei den langsam drehenden Motoren, also Super High Torques, zum Beispiel hier 19K, bedeutet, er hat gerade einmal 19.000 Umdrehungen, hört sich super langsam an, zieht aber sehr wenig Ströme, bedeutet, euer Akku wird nicht zu stark belastet, wird nicht zu heiß, die Ströme bleiben gering, die Effizienz ist sehr gut und ihr könnt eben diese geringe Drehzahl von 19.000 problemlos mit einem schnelleren Gearset 12.1, 13.1 wunderbar miteinander einmal kombinieren. Wenn wir uns dann den Motor im vorderen Bereich anschauen, dann haben wir hier ebenfalls nochmal so eine, ja in Deutschland sagt man mal gern Ritzle oder Ritzel. Es ist letztendlich einmal euer Pinion Gear hier vorne einmal drauf. Bedeutet letztendlich das Übertragungszahnrad von eurer Motorwelle zum Bevel Gear einmal, zu unserem Zahnrad hier vorne drin. So, bedeutet, das Ganze greift letztendlich später im eingebauten Zustand einmal hier rein, wird nach unten gefedert, der ganze Motor, und dann greift das Ganze hier unten einmal ins Bevel Gear einmal rein. Und sozusagen überträgt der Motor die Drehung oder die Rotation einmal auf euer Bevel Gear hier unten drauf. Dann dreht sich das Ganze einmal in diese Richtung, also gegen den Uhrzeigersinn. Die Kraft wird übertragen einmal auf euer Spurgear und dann letztendlich später einmal auf euer Sektorgear hier unten drauf. So, und das ist letztendlich die ganze Bewegung, was eure Zahnräder einmal zurücklegen. Auch hier gibt es, wie gesagt, ein paar kleine Unterschiede von dem Pinion Gear. Zum Beispiel es gibt O-Type Pinion Gears, die sind eben von der Motorwelle, die Motoren sind einmal rund vorne, und es gibt einmal die D-Type, die sind letztendlich wie so ein D letztendlich geformt, sind also von der Welle, wo das Zahnrad aufgesetzt wird, bzw. das Pinion Gear, ist das Ganze einmal flach und dann einmal im hinteren Bereich mit einem kleinen Gewindestift einmal gesichert und unbedingt einmal verklebt. Bedeutet hier vielleicht für Einsteiger auch wichtig, sollte sich so ein Pinion Gear einmal lösen und von der Motorwelle einmal runterrutschen, nehmt auf jeden Fall eine hochfeste Schraubensicherung, um das Ganze wieder einmal festzuschrauben oder miteinander zu verbinden. Wenn ihr hier keine Schraubensicherung verwendet, dann können sich diese Pinion Gears gegebenenfalls ab und zu mal lösen. Also immer beachten, falls vom Hersteller noch nicht verklebt, unbedingt einmal verkleben. Wo wir uns jetzt vorhin einmal unser Bevel Gear angeschaut haben, bedeutet das unterste oder das erste Zahnrad einmal in unserer Gearbox Shell drin, habe ich euch vorhin gesagt, ihr habt hier noch so komische mittlere Positionen einmal. Beziehungsweise wenn ihr euch das Ganze anschaut, habt ihr hier eben nochmal so wie so Art Zacken einmal raus. So, und diese Positionen sind einmal wichtig, denn hier wird das gesamte Zahnradsystem oder euer gesamtes Gearset ein bisschen gelockt. Bedeutet, ein Gearset darf nicht rückwärts drehen. So, dafür habt ihr einmal ein weiteres Bauteil in der Gearbox einmal drin verbaut. Und dieses Bauteil nennt sich einmal Anti-Reversal Latch, beziehungsweise abgekürzt im Airsoft ARL. So, dieser ARL oder dieser Anti-Reversal Latch, der sitzt einmal hier über eine kleine Feder in so einer kleinen Bohrung drin. Bedeutet, das ganze Bauteil ist über die Feder einmal gefedert. Der drückt also immer einmal automatisch nach oben. So, und wenn ihr euch jetzt nochmal das Bevel Gear anschaut, habt ihr eben hier diese einzelnen Zacken einmal raus. So, und jetzt greift letztendlich dieser Anti-Reversal Latch, greift letztendlich automatisch über die Feder einmal in diese Positionen rein. Dementsprechend kann das ganze Bevel Gear letztendlich nur in eine Richtung sich frei drehen. Und wenn das Ganze rückwärts drehen will, wird es einmal über den Anti-Reversal einmal blockiert. Und das ist wichtig, denn andernfalls würde sich bei gewissen Versionen oder bei gewissen Herstellern würde sich dann die Feder einmal wieder entspannen nach dem Schuss. Und das wollen wir nicht. Ebenfalls bei EFCS-Systemen sollte sich das Ganze nicht rückwärts drehen. Bedeutet, ihr müsst sicherstellen, dass dieser Anti-Reversal Latch immer verbaut ist. Manche Hersteller vor 2-3 Jahren haben in der Anleitung sogar angegeben, dass man den Anti-Reversal Latch einmal draußen lassen kann. Das würde ich definitiv nicht empfehlen. Denn wie gesagt, das ganze System könnte sich dann einmal rückwärts drehen und ebenfalls ist die Last auf dem Motor ohne Anti-Reversal Latch etwas höher.
Dementsprechend Anti-Reversal Latch, einfach für Einsteiger kurz merken, verhindert, damit sich das gesamte Zahnradsystem bzw. die gesamten Gears einmal rückwärts drehen können. Wird hier also einmal blockiert sozusagen. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Kleinteilen sind, lasst uns ebenfalls einmal den Safety Lever einmal anschauen, beziehungsweise Sicherungshebel. So, hier also einmal im unteren Bereich seht ihr jetzt einmal installiert. Das hier ist letztendlich einmal der Safety Lever. Dieser besteht letztendlich einmal aus 3 Komponenten. Bedeutet, ihr habt hier einmal den inneren Hebel selbst und im äußeren Bereich ebenfalls nochmal das Gegenstück dazu. Bedeutet hier auch einmal aus Kunststoff so einen kleinen Hebel. So, das Ganze wird im Regelfall noch einmal gefedert. Bedeutet, ihr habt hier einfach vorher noch so eine kleine Feder einmal drauf, damit der gesamte Safety Lever standardmäßig einmal nach unten gedrückt wird. Die Feder lasse ich jetzt mal raus, um euch das Ganze zu zeigen, sondern setze das Ganze einfach nur mal so zusammen, ohne installierte Feder letztendlich. Bedeutet, der gesamte Hebel oder Safety Lever wird einmal nach unten gegen die Gearbox Shell letztendlich gedrückt und verharrt in dieser Position, solange die Waffe letztendlich einmal auf halbautomatisch oder eben bei einer AEG einmal auf vollautomatisch steht. Bringt ihr jetzt einmal die Waffe in die Sicherung rein, bedeutet Feuerwahlhebel einmal auf Sicherstellen, dann fährt dieser Hebel letztendlich einmal nach oben. Wenn dieser Hebel nach oben ist, wird gleichzeitig der Abzug über diesen Hebel einmal blockiert. Bedeutet, ihr seht, hier wäre einmal die Sicherung, ihr könnt den Abzug nicht betätigen. Wird also hier einmal gelockt sozusagen. Fahrt ihr jetzt einmal wieder auf halbautomatisch oder auf vollautomatisch, dann fährt der Hebel nach unten und der Abzug wird entsprechend einmal freigegeben. Hier also merken, Safety Lever ist einmal für eure Sicherung zuständig. Je nachdem, wenn ihr moderne EFCS-Systeme drin habt, gibt es auch EFCS-Systeme, welche das Ganze einmal nicht benötigen, sondern einmal optisch blockiert werden, beziehungsweise elektronisch blockiert wird. Jetzt werdet ihr euch gegebenenfalls fragen, ja, wie bewegt sich denn da der Safety Lever bzw. der kleine Hebel da hoch und runter? Da habt ihr letztendlich seitlich an der Gearbox dran einmal eure Selector Plate. Bedeutet, es ist dieses Bauteil und verbindet letztendlich, wenn man es grob ausdrücken möchte, einmal euren Fire Selector oder bzw. euren Feuerwahlhebel an der Waffe selbst mit der gesamten Gearbox. Bedeutet, es ist letztendlich einmal so ein kleines Blech. Und dieses kann eben über Drehen des Feuerwahlhebels, fährt dieses Blech einmal nach vorne, quasi einmal so her, dann wäre das Ganze in der Sicherung drin. Ihr seht, das kleine Blech oder die Selector Plate drückt letztendlich hier vorne gegen den Hebel und fährt einmal in die Sicherung rein. Schaltet ihr dann einmal auf halbautomatisch, fährt das Ganze eben etwas zurück und auf vollautomatisch fährt sie eben nochmal ein kleines Stück zurück. Wie gesagt, hier nichts anderes, einmal der Übergang oder die Verbindung vom Fire Selector oder vom Feuerwahlhebel zur Gearbox ist einmal hier die Selector Plate innen drin. Dann geht es weiter mit dem doch recht umfangreichen Thema, und zwar Thema Elektronik bzw. Switch Assembly, EFCS und MOSFET. Gerade als Einsteiger tut euch selbst einen Gefallen, wenn ihr jetzt in das Hobby oder in den Sport einsteigt. Sucht euch bei der ersten Knifte oder bei der ersten Airsoft, die ihr euch kauft, sucht euch ein Modell aus, wo bereits ein EFCS oder auch ETU mit MOSFET einmal drin verbaut ist. Ich zeige euch zunächst mal das etwas stark veraltete System und was gerade heutzutage bei sehr günstigen Airsoft-Waffen immer noch leider verbaut wird. Hierbei handelt es sich um eine handelsübliche Switch Assembly. Wie gesagt, hat man heutzutage nicht mehr drin verbaut und würde ich auch definitiv nie mehr eine Knifte kaufen, wo sowas noch drin verbaut ist. So, das Ganze ist auch leider für eine V3 Gearbox, bedeutet, es ist eigentlich nicht für diese Gearbox einmal passend. Ich habe aber gerade für V2 besitze ich sowas einfach nicht mehr. Das ist alles vor Jahren schon die Tonne einmal geflogen. So, nur ganz kurz, damit ihr Bescheid wisst, was ist eine Switch Assembly und warum verbaut man sowas heutzutage nicht mehr. Und letztendlich hattet ihr früher einmal so einen Kontaktschieber in der Gearbox einmal drin verbaut. Bedeutet, hier im oberen Bereich seht ihr vielleicht, da ist einmal so ein Schieber drin, der kann hin und her fahren. Das Ganze ist im Regelfall dann auch noch nach hinten einmal gefedert. Bedeutet, dieser Schieber wird standardmäßig nach hinten über eine Feder gezogen. So, im hinteren Bereich steht dann einmal der, gut wie gesagt V3 normal, steht normalerweise einmal der Abzug einmal an. Und wenn ihr einmal den Abzug zieht, dann fahrt ihr mit dem Schieber einmal nach vorne.
Im inneren Bereich wird dann letztendlich nichts anderes gemacht, wie der Stromkreis einmal geschlossen. Bedeutet, ihr seht hier vorne zwei kleine Kontakte drin, zwei so kleine Kontaktflächen, eine links, eine rechts. Und das ist letztendlich einmal die Ansteuerung oder die Kabel von eurem Motor. Bedeutet, sobald hier einmal der Kontakt geschlossen wird, der Schieber hier reinfährt, kann der Strom letztendlich zum Motor fließen und die Waffe fängt an zum Schießen. Kleines oder was heißt klein, großes Problem allerdings bei solchen alten Switch-Assemblies ist erstens mal die Kompatibilität bzw. die Kompatibilität zu starken Akkus. So eine Switch-Assembly könnt ihr nicht mit 11,1 Volt Lithium-Polymer oder Lithium-Ionen-Akkus einmal verwenden. Das könnt ihr recht schön sehen, wenn ihr mal so eine Gearbox im offenen Zustand mal einen Akku ansteckt und mal abdrückt. Da seht ihr richtig, wie im inneren Bereich hier einmal die Funken fliegen. Bedeutet, sobald hier der Stromkreis geschlossen wird, entstehen hier einmal Funken. Und dementsprechend nutzt sich auch bei einem starken Akku hier vorne diese Kontaktfläche sehr, sehr stark einmal ab. Und irgendwann, oder was heißt irgendwann, relativ zügig, funktioniert das Ganze dann leider nicht mehr. Der nächste Punkt ist dann, dass der Widerstand auf diesem System, also der elektrische Widerstand, sehr hoch ist. Bedeutet, ihr verliert einfach am Motor eine gewisse Leistung. Der Motor dreht also nicht so schnell, wie der Akku eigentlich abgeben könnte. Und wie gesagt, diese Systeme verschleißen einfach sehr, sehr schnell. Und der nächste Punkt ist dann auch, heutzutage man triggert oder man benutzt den Abzug einfach sehr, sehr schnell. Bedeutet, man triggert einfach unheimlich schnell mit modernen Systemen und das ist mit so einem System nicht möglich. Bedeutet, ihr müsst einfach einen relativ langen Weg mit dem Abzug einmal zurücklegen und wenn ihr dann letztendlich sehr schnell triggert und einmal den Abzug loslasst, obwohl der Schuss noch nicht sich gelöst hat, dann wird das ganze System einfach komplett einmal angehalten. Bedeutet, die Feder ist vorgespannt, aber nicht komplett aufgezogen. Und da können sehr schnell einmal Gear Jams entstehen. Dementsprechend verwendet man heutzutage in jeder Knifte eigentlich ein EFCS oder eben eine ETU mit einem MOSFET und eben das Ganze mit einer Zyklenüberwachung, damit sowas eben nicht mehr passiert. Dementsprechend, wie gesagt, interessiert ihr euch jetzt für irgendeine Einsteigerwaffe oder wollt ihr euch die erste Airsoft kaufen, achtet in dem jeweiligen Shop darauf, dass hier wirklich eine ETU oder ein EFCS, ECS, wie sie es alle nennen, mit MOSFET einmal drin verbaut ist. Alles andere würde ich definitiv heutzutage nicht mehr kaufen. Wenn ihr dann so ein relativ altes System mit so einer Switch-Assembly einmal habt, dann habt ihr ebenfalls in der Gearbox noch einen Cut-Off-Lever einmal verbaut. Bedeutet, ihr seht einmal diesen Hebel hier, das Ganze nennt sich einmal Cut-Off-Lever. Dieses Bauteil ist wichtig, um die Funktion eurer Airsoft einmal gewährleisten zu können. Auch manche Hersteller, zum Beispiel G&G und noch die alten ASCU-Modelle, EFCS-MOSFET-Systeme, diese verwenden ebenfalls noch einen Cut-Off-Lever. Hierüber läuft aber der Cut-Off-Lever dann nicht in die Switch-Assembly rein, wie es eben bei den alten Systemen der Fall war, sondern der Cut-Off-Lever läuft im vorderen Bereich gegen einen kleinen elektrischen Taster. Wie gesagt, auch das ist kein Problem, wenn ihr eben ein EFCS-System oder eine ETU gerade bei G&G einmal verbaut habt. Nicht wundern, da ist der Cut-Off-Lever weiterhin drin verbaut. Bei anderen EFCS-Systemen ist dieses Bauteil nicht mehr nötig. Was macht dieser Cut-Off-Lever? Ist letztendlich für den Zyklus zuständig. Bedeutet, ihr habt unten an eurem Sektorgear, habt ihr hier einmal einen Steuernocken dran. Und über diesen Steuernocken weiß das System, wann der Schusszyklus letztendlich einmal abgeschlossen ist und der Stromkreis entsprechend wieder aufmacht. Der Motor dementsprechend stehen bleibt. Könnt ihr so recht schön sehen. Nehmen wir mal an, wir setzen das Ganze einmal ein. Wir drehen jetzt einmal unser Sektorgear und irgendwann kommt der Punkt, wo einmal der Cut-Off-Lever nach oben bewegt wird. So, und bei diesem Punkt ist einmal der Zyklus bzw. der Schuss einmal abgeschlossen. Wie gesagt, ein kleines Überbleibsel, manchmal findet man es noch, heutzutage aber bei den meisten Systemen eigentlich nicht mehr, wenn man eine moderne Elektronik einmal drin verbaut hat.
Wir haben uns jetzt also einmal die Elektronik von älteren Airsoft-Modellen einmal angeschaut. Dann möchte ich ebenfalls kurz darauf eingehen, was man heutzutage in den Soft-Airs oder in den Airsofts einmal vorfindet. So, diese Systeme hier, diese Platinen, nennen sich letztendlich EFCS, bedeutet Electronic Fire Control Unit oder auch ETU, Electronic Trigger Unit. Je nachdem nennt jeder Hersteller etwas anders. Die Funktion ist letztendlich nahezu identisch. Bedeutet, diese Elektronik regelt letztendlich alles, was ihr gerade bei dem anderen System einmal gesehen habt, aber das Ganze deutlich besser und deutlich effizienter selbstverständlich. Wir schauen uns hier zum Beispiel als kleines Beispiel mal dieses Begadi Core EFCS an, was bei sehr vielen Kniften oder sehr vielen Airsoft-Modellen von Begadi einmal drin verbaut ist. Hierbei handelt es sich um ein mechanisches EFCS-System. Mechanisch bedeutet nichts anderes, dass das Ganze über kleine Mikrotaster läuft. Bedeutet, ihr seht hier unten ist so ein kleiner elektronischer Taster einmal dran. Hier ist so ein kleiner elektronischer Taster einmal dran für den Abzug letztendlich. Es gäbe noch die andere Möglichkeit von einem optischen System. Dann habt ihr hier keine mechanischen Taster dran, sondern dann wird das ganze System einmal über eine Lichtschranke gesteuert. Ob die Lichtschranke dann über zwei Platinen geht, von oben nach unten oder von hier oben so schräg rüber, das ist dann je nach System etwas unterschiedlich. Nur eben merken, mechanisches EFCS eben über kleine Mikrotaster, dementsprechend nehmt ihr auch über den Abzug diesen kleinen Druckpunkt wahr, diesen kleinen Taster hier, könnt also sehr fein triggern. Oder eben dann bei optischen Systemen, wo ihr den Abzugsweg auch noch einstellen könnt, über eine Software zum Beispiel. Da habt ihr eben keinen Druckpunkt, könnt aber ohne Modifikation oder ohne Einbauen eines Speed-Triggers bereits im vorderen Bereich einmal abziehen oder abdrücken. Wie gesagt, diese ganze Elektronik übernimmt letztendlich die Steuerung, bedeutet, sobald dieser Taster einmal gedrückt wird über den Abzug sitzt letztendlich einmal hier unten dann später drin, ihr drückt ab, drückt einmal gegen diesen kleinen Mikrotaster und dann ist es eben egal, wie schnell ihr einmal triggert, die Elektronik schaltet den Strom so lange zum Motor runter, bis letztendlich das Sektorgear eine Umdrehung zurückgelegt hat und der kleine Taster hier unten einmal betätigt wird. Und somit ist es nicht mehr möglich, dass euch diese Waffe irgendwie falsch stehen bleibt, dass sozusagen ein Gearbox-Jam einmal entsteht. Das ist bei diesen Systemen einfach nicht mehr möglich. Weitere sehr wichtige Features heutzutage von diesen EFCS-Systemen ist einmal die Akkuüberwachung und die Akkuabschaltung. Gerade bei modernen Lithium-Polymer-Akkus ist es unheimlich wichtig, dass ihr den Akku eben nicht wie früher noch bei den Nimhas komplett auf Null einfach leer schießen könnt, denn sonst gehen diese Akkus sehr schnell einmal kaputt. Bedeutet, so eine Zelle, so ein Akku, zum Beispiel jetzt hier ein kleines Beispiel, sind 11,1 Volt, bedeutet 11,1 Volt, ihr habt hier 3 dünne Zellen einmal innen drin. So, und diese 3 Zellen haben eine Spannung von maximal 4,2 Volt, wenn sie komplett voll frisch geladen sind. Bedeutet, die gesamte Pack hat letztendlich 12,6 Volt und ihr solltet die Zellen Minimum auf 3 bis 3,1 Volt einmal runterziehen. Und dann hat der Akku eben noch um die 6 bis 6,3, 6,4 Volt einmal und dann ist wirklich Feierabend, dann ist der Akku leer. Und weiter runter dürft ihr diese Akkus nicht entladen. Und dementsprechend ist es hier eben wichtig, dass so moderne Systeme eine Akkuüberwachung und Akkuabschaltung eben verbaut haben oder integriert haben. Bedeutet, ihr seid zum Beispiel auf dem Spielfeld, ihr spielt, ihr habt einen relativ kleinen Akku und irgendwann mittags schießt er mal und dann merkt er, je nach System, ist ein bisschen unterschiedlich, fängt der Motor ein bisschen an zu vibrieren. Bedeutet, ihr merkt jede Sekunde so ein Vibrieren am Motor, so ein Döt, 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 Döt. Und damit sagt euch das System, hey, dein Akku ist gleich leer, sei doch mal so gut, wechselt doch bald mal. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit der Akkuabschaltung. Das hat nicht jedes EFCS einmal drin. Bedeutet, bevor der Akku wirklich unter 6 Volt einmal fällt, was schon ganz hart an der Grenze ist, dann schaltet das System einfach komplett einmal ab und dann ist Feierabend. Bedeutet, dann könnt ihr am Trigger machen, was ihr wollt. Das System löst nicht mehr. Dann müsst ihr definitiv einmal den Akku tauschen. Und hier eben der riesengroße Vorteil von diesen modernen EFCS- und MOSFET-Systemen. MOSFET haben wir jetzt noch nicht angesprochen. N-Kanal MOSFET ist letztendlich die Überbrückung des Stromes. Da müssen wir noch mal kurz zurückkommen auf die alte Switch Assembly, wie ich euch gerade schon gezeigt habe. Da habe ich ja erzählt oder habe ich euch versucht zu erklären, dass wenn der Schieber hier einmal reinfährt und der Kontakt hier vorne einmal geschlossen wird, dass hier eben Funken entstehen und dementsprechend sehr hoher Verschleiß einmal von diesen Kontakten.
Jetzt hat man eben vor einigen Jahren oder schon vor, keine Ahnung, 15 Jahren, ist man dann hergegangen, hat sich sogenannte MOSFETs einmal eingebaut. Bedeutet, hier wird einfach der Kontakt hier wird letztendlich über ein MOSFET geschaltet. Sozusagen läuft hierüber nur noch ein geringer Strom, bedeutet kein Verschleiß mehr an diesen Kontakten. Und der Hauptstrom wird letztendlich übers MOSFET oder über den Transistor dann direkt zum Motor runtergeschalten. Dementsprechend die Motoren deutlich effizienter und kein Verschleiß mehr an der Switch Assembly. Ist aber, wie gesagt, ist heutzutage auch schon überholt, denn jedes EFCS auf dem Markt, jede so eine moderne Platine hat letztendlich so eine MOSFET-Schaltung bzw. ein N-Kanal-MOSFET bereits auf der Platine mit drauf. Wie gesagt, ich würde heutzutage nicht mehr eine Waffe kaufen oder eine Airsoft kaufen ohne ETU, ohne EFCS-System einmal drin. Ein weiteren Punkt, den wir definitiv einmal ansprechen müssen, ist gerade auch wieder das Thema V oder Version. Denn natürlich auch diese EFCS-Systeme oder ETUs bekommt man von Drittherstellern einmal zum Nachrüsten. Sei es jetzt Perun, Chevron, Airsoft Systems, Gate und was der Geier, was noch alles gibt. Auf jeden Fall auch hier nur wichtig für Einsteiger zu beachten, ihr braucht natürlich für Deutschland eine Semi-Only-Version, also keine internationale Version bei über 0,5 Joule. Und ebenfalls gibt die Version nicht ein Update oder eine bessere Version an, sondern ist auch letztendlich nur dafür gedacht, dass ihr wisst, für welche Gearbox das ist. Beispiel Gate Titan V2 ist für V2 Gearboxen und Gate Titan V3 ist für Version 3 Gearboxen. Also hier nicht täuschen lassen, nicht irgendwie denken als Einsteiger, oh V3, das ist eine neue Version, die baue ich mir jetzt einfach rein. Das passt nicht. Wie gesagt, die V gibt nicht die Entwicklungsstufe sozusagen an, sondern nur die Kompatibilität, zu welcher Gearbox das Ganze einmal passt. Hier einfach das Ganze einmal beachten. Dann beginnen wir einmal mit den inneren Baugruppen, welche letztendlich einmal für die Kompression der Luft, welche benötigt wird, um die BB zu beschleunigen, einmal vonnöten sind. So, da beginnen wir zunächst mal beim Zylinder. Der Zylinder ist letztendlich dieses Bauteil, was hier oben in der Gearbox Shell einmal drin sitzt. Und hier innen drin, letztendlich wie der Name schon sagt, hier innen drin entsteht letztendlich einmal die Kompression von der Luft. Hier gibt es letztendlich auch nur kleinere Unterschiede beim Zylinder. Da gibt es bis auf das Volumen nicht wirklich viel zu beachten. Bedeutet, ob der Zylinder jetzt einmal aus Edelstahl gefertigt ist, aus Messing gefertigt ist, aus Aluminium, welches hart beschichtet ist. Das ist zunächst mal etwas zu vernachlässigen. Wichtig ist dann letztendlich, dass das Volumen stimmt, beziehungsweise das Verhältnis von dem Zylindervolumen, also das gesamte Luftvolumen, was hier innen drin einmal Platz findet, im Verhältnis zu der Lauflänge, was die Airsoft einmal hat. So, ihr seht jetzt hier zum Beispiel ist ein Edelstahlzylinder drin, das Ganze ist ein Typ E-Zylinder und ihr seht, dieser Zylinder hat hier hinten Löcher drin. Bedeutet, er ist gar nicht komplett einmal geschlossen, sondern der hat hier hinten einmal Öffnungen drin. Bedeutet, hier sprechen wir davon, dass das ein Zylinder ist mit Volumenreduzierung. Bedeutet, hier nutzen wir eben nicht die gesamte Luftmenge, welche Platz finden würde letztendlich, sondern wir nutzen letztendlich nur den vorderen Bereich. Dementsprechend weniger Volumen bzw. weniger Luft. Und das ist eben wichtig, je nachdem, wie lang einmal der Lauf ist. Auch hierzu habe ich euch bereits vor längerer Zeit ein Video gemacht, wie man dieses Verhältnis oder dieses Volumen je nach Lauflänge einmal berechnet oder rausfinden kann. Das ganze Video verlinke ich euch ebenfalls hier oben, denn ich glaube, das müssen wir nicht noch einmal durchsprechen. Nur eben für euch wichtig, je kürzer der Lauf, desto weiter kann die Bohrung einmal vorne sein. Je länger der Lauf, ist eben die Bohrung weiter hinten oder gar nicht vorhanden. Gerade ab 450 mm oder ab 430 mm Lauflänge ist es je nach Kugelgewicht ratsam, einen komplett geschlossenen Zylinder drin zu haben. Denn auch hier nochmal ganz kurz, für Einsteiger vielleicht wichtig, je höher das Kugelgewicht einmal wird, was ihr verwendet, desto mehr Luft, also mehr Volumen im Zylinder benötigt ihr auch. Bedeutet, habt ihr jetzt zum Beispiel einen 509er Lauf oder 509 mm und habt hier einen geschlossenen Zylinder drin, dann ist das Volumen zum Beispiel für 0,45 Gramm BBs nicht mehr ausreichend. Wie gesagt, hier oben einfach, wenn ihr hier mehr Infos braucht, gerne mal einmal das Video zum Thema Volumen bzw. Verhältnis einmal anschauen.
Die nächste Komponente ist letztendlich eine Verbindung, bedeutet, das nennt sich einmal Zylinderhead und wie der Name schon sagt, Zylinderkopf ist letztendlich einmal das vordere Teil im Zylinder drin. Bedeutet, dieses Bauteil steckt einmal kräftig, wenn möglich, einmal hier vorne sauber drin. Dementsprechend wird jetzt hier dieser Zylinder oder letztendlich ja dieser gesamte Zylinder nach vorne einmal abgedichtet. Bedeutet, die Luft, die hier innen drin einmal komprimiert wird, kann letztendlich nur einmal hier vorne aus diesem dünnen Röhrchen einmal entweichen. Und dieses dünne Röhrchen stellt dann im Zusammenspiel mit der Nozzle einmal die Verbindung einmal zum Zylinder, also eurer komprimierten Luft und eurem Hop-Up-System und eurem Lauf einmal her. Hier gibt es auch einiges zu beachten, gerade bei der Qualität. Es gibt heutzutage sehr gute Zylinderheads, wie zum Beispiel diesen hier mit einem relativ weichen Shock-Absorber-Pad hinten drauf. Sehr, sehr weich das Ganze. Ihr seht auch zwei Ohrringe. Dieser Zylinderhead dichtet beispielsweise sehr gut ab. Habt ihr jetzt eine relativ günstige Knifte, dann kann es häufig vorkommen, dass dieser Zylinderhead einmal aus einem sehr weichen Plastik gefertigt ist und dementsprechend sehr schnell kaputt gehen kann. Ebenfalls findet man bei günstigeren Waffen einen Zylinderhead vor mit nur einem Ohrring drauf und auch hier kommt es ein kleines bisschen drauf an, wie passgenau das Ganze einmal gefertigt ist. Im Regelfall, wenn ihr mal eine Wartung macht und das Ganze kontrollieren wollt, solltet ihr einfach nur kontrollieren oder prüfen, wie fest oder wie stramm dieser Zylinderhead einmal hier vorne in den Zylinder einmal reingreift und dementsprechend wie gut das Ganze eben abdichtet hier vorne. Wie gesagt, selbst wenn ihr jetzt einen Kunststoff-Zylinderhead einmal drin habt, out of the box bei eurer Knifte und der sitzt hier vorne sauber und presst einmal drin, kann man da nichts kritisieren. Ihr müsst ja also nicht jetzt hergehen und müsst wieder Geld ausgeben, um das Ganze irgendwie zu optimieren. Wie gesagt, das ist dann wirklich ein Thema, wenn ihr schon ein bisschen erfahren seid, dann kann man sowas angehen. Ansonsten, wenn das Ding abdichtet, die Energie konstant ist im Chrono, dann gibt es hier keine Probleme. So, noch ein kleiner Punkt ist zu beachten beim Zylinderhead. Ihr seht besonders bei diesem Zylinderhead, dass wir hier an der Seite keine normale Rundung haben oder kein normales Loch, sondern das Ganze ist einmal ein Langloch. Und ebenfalls verfügt dieser Zylinderhead im vorderen Bereich über einen Pufferohrring. Bedeutet, hier vorne ist ebenfalls nochmal so ein Pufferohrring eingearbeitet und im hinteren Bereich ebenfalls nochmal ein Gummi-Sorbopad. So, und hier ist eben der kleine Vorteil bei dieser Art Zylinderheads, dass das Ganze eben, wenn der Aufprall von hinten später vom Piston kommt, dass die ganze Energie etwas sauberer oder schöner einmal rausgenommen wird aus dem System. Habt ihr hier kein Sorbopad oder kein dickes Sorbopad einmal drauf und hier vorne eben keinen zusätzlichen Ohrring, dann kommt etwas mehr Last hier vorne einmal in die Gearbox rein. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt einen nicht passenden Zylinderhead verwendet, welcher nur einmal auf diesen Zapfen hier in der Gearbox-Shell einmal aufliegt über ein Loch, dann kann es auch schnell passieren, dass das Ganze hier einmal zum Reißen anfängt. Also bei solchen Zylinderheads immer kontrollieren, dass der gesamte Zylinderhead wirklich sauber bündig vorne an der Gearbox einmal anliegt und nicht nur auf diesen kleinen Stupsel hier oder auf diesem kleinen Nupsi sozusagen. Oder eben, wie gesagt, Zylinderhead einmal mit einem Langloch, dann könnt ihr euch sicher sein, damit es hier keine Probleme einmal gibt. Wenn ihr dann das erste Mal eine Wartung von eurer Software macht, sage ich mal nach den ersten 30.000, 40.000 Schuss, je nach Modell ein kleines bisschen, und euch das erste Mal ranwagt, eben so eine Wartung durchzuführen, dann solltet ihr definitiv einmal kontrollieren, dass der Zylinder im inneren Bereich nicht aufgerieben oder aufgescheuert ist, sondern sauber einmal aufpoliert noch, und ebenfalls solltet ihr hier einmal zum Schmieren ein Silikonöl oder ein Silikonfett verwenden. Hier ist aber ebenfalls darauf zu achten, übertreibt es nicht. Wer gut schmiert, der gut fährt. Ja, passt hier beim Zylinder leider nicht. Bedeutet, je mehr Silikonöl oder Silikonfett ihr hier einmal reinschmiert, desto mehr wird es euch hier vorne wieder einmal rausdrücken. Also hier ist eine hauchdünne Schicht einmal vollkommen ausreichend. Also beim Zylinderschmieren nicht übertreiben. Das nächste Bauteil nennt sich dann einmal die Nozzle. Manche sagen das Nozzle. Ich nenne es immer die Nozzle, denn letztendlich aus dem Englischen Düse, die Düse.
das Düse ist mir nicht bekannt. Also hier einmal die Nozzle und das ist letztendlich, dieses Bauteil ist letztendlich dafür zuständig, erstens mal den Druck oder die Luft einmal weiterzuleiten, letztendlich an eure BB dann später oder an eure Kugel. Und ebenfalls wird hierüber die nächste Kugel dann aus dem Magazin einmal entnommen, beziehungsweise in die Hop-Up-Kammer einmal reingedrückt. Bedeutet, diese Nozzle wird letztendlich später dann über die Tappet Plate, welche wir uns ebenfalls anschauen, letztendlich nur einmal nach hinten gezogen. Dann kann die nächste Kugel einmal nachrutschen und dann über eine Federspannung wieder einmal geschlossen bzw. nach vorne gedrückt. Und sozusagen hier einmal für das Laden oder für den Lademechanismus einmal zuständig, einmal die Nozzle. Hier gibt es auch ein paar qualitative Unterschiede auf dem Markt. Es gibt ganz normale Kunststoffnosseln ohne O-Ring. Hier ist es häufig der Fall, dass die Nozzle etwas Druck verliert. Bedeutet, die komprimierte Luft im inneren Bereich kann dann hinter der Nozzle ein kleines bisschen entweichen. Das kommt, wie gesagt, darauf an, wie passgenau der Hersteller die Kombination aus Zylinderhead und Nozzle einmal gefertigt hat. Kann gut sein, kann aber auch leider sehr schlecht sein. Dann gibt es Nozzle mit einem O-Ring innen drin, zum Beispiel wenn ihr euch diese Nozzle mal anschaut, die hat sogar 2 O-Ringe einmal drin und diese Nozzlen dichten natürlich deutlich besser zum Zylinderhead einmal ab im Vergleich zu einer ohne O-Ring. Aber auch hier ist darauf zu achten, dass die Nozzle von der Passgenauigkeit sauber einmal zu diesem Stutzen vom Zylinderhead vorne einmal passt. Bestes Beispiel war zum Beispiel SSR4 das letzte Mal im Review. Hier hatten wir zwar bereits eine sehr gute Nozzle aus Aluminium mit O-Ring, aber die Passgenauigkeit war leider nicht so gut. Bedeutet, es war zwar ein O-Ring drin verbaut, der O-Ring war aber deutlich größer wie der Stutzen, der hier vom Zylinderhead einmal rauskommt. Bedeutet, die gesamte Nozzle konnte auf dem Stutzen sehr stark einmal rumwackeln und dadurch geht ebenfalls einmal Druck bzw. komprimierte Luft einmal verloren. Wir können diese also nicht vollständig einmal für unsere BB nutzen. Wenn ihr euch diese Nozzle anschaut, sind 2 O-Ringe einmal drin. Diese kann wunderbar und schön leichtgängig auf dem Zylinderhead einmal sich bewegen und selbst in Schussposition, bedeutet in ausgefahrener vorderen Position, hat diese Nozzle kein Spiel einmal auf dem Zylinderhead. Und so funktioniert das Ganze wirklich tipptopp. Also hier auch bei einer Wartung könnt ihr das gerne mal kontrollieren, wie gut der Hersteller einmal die Passgenauigkeit zwischen Nozzle und Zylinderhead einmal bewerkstelligt hat. Wie gerade bei der Nozzle erklärt, muss diese letztendlich einmal nach hinten fahren, um die nächste Kugel letztendlich in den Lauf laden zu können. So, und das Ganze wird bewerkstelligt über die Tappet Plate. Die Tappet Plate ist diese komische Platte letztendlich einmal hier unten dran. Und da seht ihr bei der Tappet Plate, hier wird im vorderen Bereich einmal die Nozzle mit verbunden. Bedeutet, hier geht so ein Steg hoch. Hier wird einmal die Nozzle quasi eingeklipst und im hinteren Bereich seht ihr einmal so eine kleine Flosse runter, quasi hier. So, und dann sehen wir hier, habe ich bereits einmal das Sector Gear wieder eingebaut. Im Regelfall habt ihr hier vorne, seht ihr, so einen kleinen Haken raus und an diesem Haken hängt letztendlich so diese kleine Feder dran, welche im Normalzustand oder im Ist-Zustand die Tappet Plate immer nach vorne drückt. Bedeutet, die Nozzle befindet sich immer in der vordersten Position. Es kann also keine Kugel aus dem Magazin nachrutschen. So, wenn ihr jetzt einmal abdrückt, dann dreht sich logischerweise einmal euer Sector Gear und dann habt ihr auf dem Sector Gear hier einmal so einen kleinen Steuernocken für die Tappet Plate drauf, so eine kleine Erhöhung. So, und wenn dieser einmal sich dreht oder wenn sich das Sector Gear einmal dreht, dann seht ihr, dass das Ganze hier hinten einmal in die Flosse reingreift. Wenn sich das Ganze jetzt einmal weiter dreht, dann nimmt letztendlich dieser Nocken oder das Sector Gear, nimmt dann die gesamte Tappet Plate einmal mit nach hinten. Und dementsprechend wird hier im vorderen Bereich die Nozzle einmal aufgezogen und so dementsprechend liegt die gesamte Tappet Plate jetzt hier einmal an der Kante vom Zylinder einmal an. Jetzt ist das gesamte System offen, bzw. Kanalspäter vom Magazin ist offen und die nächste Kugel kann einmal reinrutschen. Wenn sich jetzt einmal unser Sector Gear weiter dreht, dann kommt irgendwann der Punkt, wo die gesamte Flosse sich etwas verjüngt. Jetzt haben wir hier im vorderen Bereich normalerweise die Feder einmal drin. Bedeutet, das Ganze wird jetzt über die Feder wieder einmal nach vorne gezogen und dementsprechend ist die nächste Kugel in der Hop-Up-Kammer einmal geladen. Jetzt befindet sich die gesamte Nozzle wieder im vorderen Zustand.
Hier also letztendlich gerade wichtig beim Thema Feeding-Probleme, bei manchen Magazinen oder auch wenn wir mal den Nozzle tauschen, je nach Nozzle-Länge, ebenfalls zu beachten, einmal die Tappet Plate. Hier ist es immer wichtig, wenn ihr das System einmal offen habt für eine Wartung. Hier kann es bei manchen Systemen vorkommen, je nachdem wie hart das Material der Tappet Plate einmal ist, dass die gesamte Flosse hier hinten ein kleines bisschen verschleißt. Bedeutet, da drückt sich einfach der Kunststoff, nach einer Zeit drückt sich das Ganze etwas rein. Und wenn ihr das Ganze eben kontrollieren möchtet, ob das Ganze noch passt, dann dreht ihr einmal mit der Hand, wie ich gerade, einmal das ganze System einmal durch. Bedeutet, jetzt spannt das ganze System einmal auf. Und in diesem Zustand bedeutet, hier muss die gesamte Tappet Plate, also wenn ihr hier einfach das Sektorgear jetzt noch ein bisschen hin und her dreht, in diesem Zustand muss die gesamte Tappet Plate vollständig einmal aufgezogen sein. Bedeutet, die muss hier vollständig am Zylinder einmal anstehen. Und nur so macht die Nozzle weit genug auf, um die nächste Kugel laden zu können. Habt ihr hier hinten eine Druckstelle drin oder ist die Tappet Plate nicht passend oder verschlissen, dann kann es passieren, dass die gesamte Tappet Plate eben nicht mehr vollständig einmal aufgezogen wird. Nehmen wir mal an, ihr würdet jetzt in dem Zustand einmal so stehen. Bedeutet, ihr habt hier noch einen Spalt einmal zwischendrin. Dann funktioniert das ganze System leider nicht mehr. Dann muss eben die verschlissene Tappet Plate einmal getauscht und ersetzt werden. Also hier berücksichtigen, wichtiges Thema beim Feeding, einmal die gesamte Tappet Plate. Auch hier gibt es unterschiedliche Tappet Plates, wichtig, gerade je nach Gearbox-Version. V2 Gearbox braucht ihr eben eine V2 Tappet Plate einmal, eine V3 Gearbox braucht der V3 Tappet Plate, M14 V7 braucht ihr eben M14 V7 Tappet Plate und so weiter und so fort. Also hier darauf achten, wenn ihr mal eine neue benötigt, wenn sie kaputt ist, darauf achten, dass ihr eben wieder eine passende, je nach Gearbox-Version einmal kauft. Dann lasst uns gleich weitermachen, einmal mit dem Piston. Das ist auch ein sehr wichtiges Bauteil und gerade bei etwas günstigeren Modellen kann dieses Bauteil je nach Qualität relativ schnell oder weniger schnell einmal verschleißen. So, ihr seht hier einen grünen Bugatti-Piston. Zum größten Teil sind die Pistons einmal aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, also sehr solider, sehr, sehr harter Kunststoff. Manche Hersteller verwenden auch POM, das macht aber keinen großen Unterschied. Also ob ihr hier ein sehr robustes POM verwendet oder einen aus Polyamid, das ist von der Haltbarkeit erstmal nicht sonderlich entscheidend. So, was allerdings entscheidend ist, dass ihr einen Piston verwendet, der ja meistens eigentlich aus Polyamid ist und nicht unbedingt aus Aluminium. Aluminium hat teilweise bei manchen Systemen den Vorteil, dass der Piston an sich minimal ein kleines bisschen schwerer ist, was wiederum bei schweren BBs ein gewisser Vorteil ist, da einfach mehr Masse einmal bewegt wird. Allerdings reibt ein Aluminiumpiston deutlich stärker natürlich in der Gearbox drin bei der Lauffläche. Und da kommt es einfach schneller zu einem Verschleiß bzw. zu einem Reiben. Dementsprechend, wenn der nicht unbedingt Gewicht benötigt, würde ich definitiv immer einen Piston aus Polyamid-Kunststoff oder aus POM einmal verwenden. So, dann gibt es auch im unteren Bereich sehr starke Unterschiede. Zum Beispiel, wenn ihr hier mal herschaut, dieser Piston zum Beispiel hat jetzt hier im unteren Bereich einmal komplette Stahlzähne drauf. Beziehungsweise komplett ist jetzt eigentlich auch gelogen, denn wenn ihr ganz genau hinschaut und die Zähne einmal zählt, dann kommt ihr hier insgesamt auf 14,5 Zähne. Bedeutet, hier im hinteren Bereich fehlt ein Zahn komplett und der vorletzte hier hinten einmal, dieser ist einmal nur zu 50% vorhanden. Dementsprechend sprechen wir hier von einem 14,5 Zahn Piston. Und die hinterste Position wird ebenfalls als Zahn einmal mitgezählt. Wenn ihr euch jetzt andere Pistons anschaut, die haben teilweise komplett überall Zähne dran und dann spricht man von einem vollen 16 Zahn Piston. Es gibt auch noch welche, da ist dieser Zahn komplett vorhanden. Der vorletzte ist einmal nicht vorhanden und dann spricht man von einem 15 Zahn Piston. Hier kommt es letztendlich nur darauf an, wie viele Zähne ihr benötigt, wenn ihr einmal den AOE einstellt oder dieser bereits vom Hersteller eingestellt ist. AOE sprechen wir später auch im Detail kurz an. Hier geht es einfach um den Winkel, wie später das Zahnrad hier hinten in den Piston einmal reingreifen kann. Ist der AOE einmal eingestellt oder wollt ihr diesen einstellen,
dann solltet ihr unbedingt einen Pisten mit 15 oder im besten Fall mit 14,5 Zähne verwenden. So, dann natürlich hier einmal komplett Stahlzähne drauf und das ist gerade ab 1,6, 1,7 Joule eigentlich ein Must-Have. Es gibt leider immer noch sehr viele Hersteller, die verbauen hier leider Pistons mit kompletten Kunststoffzähnen unten drauf. Das geht am Anfang immer eine ganze Weile lang gut, aber gerade der hinterste Zahn mit dem 11.1er Akku, da fährt das Sektorgear hier hinten mit dem Zahn so schnell da hinten rein, dann nutzt sich einfach der Kunststoff sehr, sehr schnell einmal ab. Bedeutet hier hinten, der Zahn verschleißt euch einfach schnell oder er bricht komplett raus oder einer von den vorderen verschleißt oder bricht ebenfalls einmal ab. Dementsprechend eigentlich heutzutage ein Must-Have, ein anständiger Pisten mit Stahlzähnen einmal unten drauf. Auch beim Pisten in der Länge gibt es diverse Unterschiede, zum Beispiel SVD-Modelle oder dann ganz speziell auch V2.5 Systeme mit einem Sektorgear mit 19 Zähnen. Wie vorhin schon angesprochen, bei den Zahnrädern bzw. bei den Gears gibt es nicht nur Short-Stroke-Systeme mit 13 Zähnen oder 12 Zähnen, Standard 16 Zähnen, sondern es gibt ebenfalls Sektor-Gear-Systeme mit 19 Zähnen. Das ist speziell für V2.5 Gearboxen. Diese kommen zum Beispiel in SR25, M110 oder Mod 25 Modellen meistens einmal zum Einsatz. Hier der einzige Unterschied, dass der Pisten an sich etwas länger ist und auch natürlich im unteren Bereich passend zu den Zähnen vom Sektorgear ebenfalls hier einmal 19 Zähne drauf sind und keine Standard 16 Zähne. Auch hier gibt es wieder Unterschiede, zum Beispiel Retro-Arms für V2.5 SR25 Modelle. Dieser Pisten hat dann auch keine 19 Zähne, sondern ist genauso aufgebaut wie diese hier letztendlich. Bedeutet, der letzte fehlt komplett und der vorletzte ist zu 50% nur einmal vorhanden. Dann hat man letztendlich einmal ein 17,5 Zahnpisten für SR25 V2.5 Gearboxen. Jetzt fehlt uns letztendlich nur noch eine Komponente bzw. ein Bauteil, um eine Kompression in unserem Zylinder einmal bewerkstelligen zu können. Und hier sprechen wir einmal über den sogenannten Piston Head. Bedeutet Piston Head, wie der Name schon sagt, dieses Bauteil sitzt letztendlich hier vorne einmal auf dem Pisten drauf und läuft einmal im Zylinder innen drin. Diese Piston-Heads haben auch ein paar kleine Besonderheiten, gerade wenn ihr euch diesen hier anschaut. Dieser ist aus Aluminium gefertigt und weist zwei Ohrringe auf, beziehungsweise einen kleinen Ohrring im vorderen Bereich und einmal so ein X-Ring beziehungsweise Quad-Ring einmal im hinteren Bereich. Hier letztendlich für euch nur wichtig zu wissen, ihr habt hier einmal eine Ventilation drin, bedeutet, wenn sich der Piston nach hinten bewegt und aufgezogen wird, entsteht hier sozusagen kein Sog oder kein Vakuum einmal im Zylinder. Bedeutet, das Ding ist einmal entlüftet sozusagen oder ventiliert. Erst wenn dann einmal die Vorwärtsbewegung kommt, geht dieser Ohrring einmal nach hinten, die Luft strömt durch diese kleinen Löcher einmal rein und drückt diesen Ohrring hinten oder diesen X-Ring einmal nach außen gegen die Zylinderwandung und dann dichtet das ganze System einmal ab. Dann, wie gerade schon gesagt, ihr habt hier eine kleine Besonderheit bei diesem Piston Head. Dieser hat zwei Ohrringe. Bedeutet hier im vorderen Bereich einer, hier im hinteren Bereich und der kleine Ohrring hier vorne sorgt dafür, dass dieser gesamte Pistonhead im Zylinder nicht reibt und nicht scheuert. Kennt ihr vielleicht, falls ihr schon öfters meinen Kanal einmal besucht habt, manchmal gibt es das Problem, dass manche Hersteller ebenfalls Aluminium verwenden, aber nur einen Ohrring zum Abdichten installieren. Und wenn dann die vordere Fläche hier einmal zu lang ist und der gesamte Piston wie auch der Pistonhead zu viel Spiel einmal hat, dann kann es auf Dauer passieren, dass eben das Aluminium im inneren Bereich des Zylinders einmal reibt und scheuert. Und wenn ihr dann einfach mal 10.000 bis 20.000 Schuss durch habt, dann bekommt ihr hier einfach ein kleines bisschen Abrieb drauf. Hier letztendlich nur der eine Unterschied oder warum eben hier bei diesem Pistonhead hier vorne nochmal ein O-Ring dran verbaut ist. Auch hier muss man sagen, gerade dieser Punkt Reibung, Abrieb entsteht selbstverständlich nur bei Aluminium. Hat euer Modell jetzt einen Pistonhead verbaut aus Kunststoff, dann kann dieses Problem natürlich nicht auftreten. Allerdings wiederum bei einem Kunststoff-Pistonhead kann es dann eher passieren, dass euch dieser einmal bricht. Gerade im Bereich über 1,6 Joule verbaut man heutzutage eigentlich immer einen Pistonhead aus Aluminium.
Wie gesagt, es gibt auch Pistenhead aus Kunststoff. Wenn diese aber die ganze Zeit immer aufschlagen oder aufprallen mit einer relativ hohen Energie, dann kann es einfach schnell passieren, dass euch hier vorne der Ring einmal wegbricht. Hat man leider schon sehr, sehr häufig einmal gesehen. Also auch hier ein bisschen Wert darauf legen, was für ein Pistenhead in eurem Modell oder in eurer Waffe einmal verbaut ist. Aber auch hier muss gesagt sein, es ist jetzt hier nicht unbedingt nötig, bei der ersten Wartung so einen Pistenhead einmal zu tauschen. Wenn ihr mit der Knifte oder mit eurer Airsoft nur 1,3 bis maximal 1,5 Joule einmal spielt und das System läuft problemlos und sauber, dann hantiert ihr oder handelt ihr letztendlich nach dem Motto Never touch a running system. Bedeutet, lasst das Zeug einfach drin, solange es einmal funktioniert. So, dann gibt es ebenfalls ein paar Unterschiede bei der inneren Befestigung bzw. bei der Aufnahme. Bedeutet, der ganze Pistenhead muss ja letztendlich hier einmal mit dem Pisten verschraubt werden. Wir müssen das Ganze hier vorne also einmal fest verschrauben oder verpressen. Hierfür habt ihr im inneren Bereich bei diesem Pistenhead einmal ein sogenanntes Axiallager verbaut. Seht ihr hier, das ist letztendlich ein Axiallager, bedeutet die Lagerung läuft einmal über die Fläche sozusagen. Nicht wie bei einem Kugellager über diese Richtung, sondern eben über den Druck letztendlich. Dementsprechend Axiallager oder eben auch Thrust Bearing. So, hier gibt es eben Unterschiede. Viele Hersteller verwenden so ein Axiallager im inneren Bereich, andere Hersteller leider nicht. Hier kommt es eben auch darauf an, ob ihr später einmal an eurem Spring Guide bzw. an der Federstange ein Axiallager verbaut habt oder eben nicht. Ihr solltet euch aber eine Regel merken, ein Axiallager sollte definitiv in der Gearbox einmal verbaut sein. Ob dieses jetzt einmal im inneren Bereich an dem Pistenhead einmal dran ist oder später einmal hinten auf dem Spring Guide, das spielt keine Rolle. Andere Systeme haben dann bereits einmal 2 Axiallager drin verbaut. Diese Lagerung hat letztendlich oder sorgt letztendlich dafür, dass sich die Feder von eurer Gearbox beim Aufziehen frei rotieren kann oder drehen kann. Ist das nicht der Fall, kann es häufig vorkommen oder kommt es häufig vor, dass die Feder eher schnell verschleißt, dass es sich ein bisschen verwindet. Bedeutet, wenn ihr dann mal 10.000, 20.000 Schuss durch habt, dann ist die Feder einfach nicht mehr gerade, sondern komplett einmal verbogen. Und hier helfen einfach solche Axiallager, entweder einmal am Pistenhead oder eben später einmal am Spring Guide. Der letzte Punkt, den ihr auch beachten müsst, gerade bei Pistenheads mit einem oder aus Aluminium, dass ihr unbedingt diese Pistenheads immer verklebt. Bedeutet, ihr seht, da ist eine Schraube, das Ganze wird wie folgt installiert. Schraube hier einmal rein, dann nehmt ihr einen Schlitzschraubendreher und steckt euch dieses ganze Set jetzt hier aus Axiallager, Schraube einmal von hinten in euren Pisten rein. So, und jetzt könnt ihr wunderbar sehen, jetzt kommt hier vorne bereits einmal euer Gewinde bzw. eure Schraube einmal raus. Und hier ist es jetzt eben unheimlich wichtig, dass ihr ein kleines bisschen Schraubensicherung einmal aufbringt. Hier eignet sich oder hier langt eine mittelfeste. Diese sind meistens hellblau für sehr flüssig oder dunkelblau für eine etwas zähere oder dickflüssigere. Hier langt es also, wenn ihr einen schönen dicken Tropfen einmal aufbringt, damit ihr das Ganze eben einmal miteinander sozusagen verkleben könnt. Beachtet ihr dies nicht und ihr installiert das Ganze einfach nur trocken, ohne zu verkleben, passiert es sehr, sehr häufig, dass sich die Schraube aufgrund der Vibration des Aufpralles sehr schnell einmal von alleine lösen kann. Und wenn das der Fall ist, dann schwabbelt letztendlich euer gesamter Pistenhead da vorne drauf rum und irgendwann löst er sich komplett, verdreht sich, verkantet sich einmal im Zylinder und dadurch kommt es sehr schnell zu einer Beschädigung von anderen Komponenten. Wenn wir dann alle Komponenten, die wir gerade durchgesprochen haben, einmal zusammensetzen, bedeutet einmal unser Zylinderhead, unsere Nozzle, unser Zylinder selbst, der Piston zusammen mit dem Pistenhead, können wir bereits einmal die Kompression testen. Hierfür für den Einstieg aber wichtig, wenn ihr eine Wartung durchführt, der Zylinder sollte im inneren Bereich immer einmal geschmiert sein. Hierfür eignet sich, wie vorhin schon angesprochen, einmal Silikonöl oder Silikonfett. Je nachdem, was ihr für einen Zylinder habt oder was für ein Pistenhead ihr einmal habt, dichtet das ganze System etwas besser oder schlechter ab. Zum Beispiel hier eine sehr gute Kombination bedeutet, wenn ihr das ganze System vorne einmal zuhaltet, einfach mit dem Finger hier vorne auf die Nozzle einmal draufdrücken, dann seht ihr hier,
dass das Ganze sofort, sobald diese Ventilationslöcher oder diese Ports einmal kommen, das ganze System im inneren Bereich einmal Kompression erzeugt oder Kompression aufbaut. Das ist sozusagen ein komplett 100% dichtes System, wenn es um Pistenhead und Zylinderhead einmal geht. Die Abdichtung der Nozzle könnt ihr in dieser Position nicht prüfen, denn diese muss einmal immer in Schussposition geprüft werden. Bedeutet circa ab dieser Position hier. Wollt ihr dies im ausgebauten Zustand testen, eignet sich beispielsweise ein Kabelbinder, den könnt ihr euch hier vorne einmal reinziehen, damit die Nozzle nicht weiter hinterfahren kann. Dann könnt ihr ebenfalls den Drucktest einmal so machen. Oder ihr baut das Ganze einfach einmal in die Gearbox ein. Wenn wir dann alle Komponenten einmal eingesetzt haben, bedeutet einmal unser Zylinderhead, unsere Nozzle, dann eben die Nozzle einmal eingehakt an unserer Tappet Plate und die Tappet Plate wiederum mit der dazugehörigen Feder mit der Gearbox einmal verbunden. Dementsprechend ist jetzt hier die gesamte Tappet Plate einmal gefedert und wird kontinuierlich einmal nach vorne gezogen. Bedeutet, ihr könnt hier bereits einen kleinen Test machen, indem ihr einfach die Nozzle einmal zurückdrückt. Und hier könnt ihr sehen, die Nozzle wird einfach sauber nach vorne gedrückt. So, jetzt haben wir hier im hinteren Bereich einmal unseren Piston zusammen mit dem Pistonhead einmal eingesetzt. Hier könnt ihr zunächst mal prüfen, ob dieses System oder der Piston in eurer Gearbox schön leichtgängig und smooth einmal läuft. Auch hier bei einer Wartung empfehle ich immer, einmal hier hinten alles schön sauber machen und ein kleines bisschen Silikonöl einmal aufzutragen. Und wie ihr sehen könnt, der ganze Piston passt hier wunderbar zu dieser Gearbox und flutscht einmal hervorragend. So, dann machen wir den Drucktest einmal im Schusszustand. Bedeutet, die Nozzle ist einmal in der vordersten Position, wird hier über die Tappet Plate nach vorne gedrückt. Wir halten die Nozzle einmal vorne zu in Schussposition, fahren mit dem Piston einmal nach hinten und drücken diesen mit relativ hoher Geschwindigkeit und Kraft einmal nach vorne. Und dann werdet ihr feststellen, dass dieses System einmal zu 100% dicht ist. Bedeutet, sobald einmal dieser X-Ring letztendlich über diesen Port oder über dieses Loch hinausfährt, entsteht hier einmal umgehend Kompression. Und selbst wenn ihr hier mit sehr, sehr viel Kraft das Ganze einmal reindrückt, entweicht hier nirgendwo an einer Komponente irgendwie Luft. Dementsprechend hier eine 100% Kompression vorhanden. Hier kann es also letztendlich nur noch zu Problemen kommen zwischen der Abdichtung von eurer Nozzle und eurem Hop-Up-Bucking bzw. eurem Hop-Up-Gummi. Aber auch dieses werden wir uns gleich nochmal im Detail anschauen. Dann lasst uns ebenfalls noch einmal kurz den AOE ansprechen, beziehungsweise ausgesprochen einmal Angle of Engagement. Bedeutet, hiervon spricht man vom Angriffswinkel, wie einmal euer Sektorgear in euren Pisten hinten einmal reingreifen kann von diesem Winkel. Habe ich zwar auch schon öfters einmal angesprochen in diversen Videos, aber hier eignet sich das Ganze ebenfalls kurz anzusprechen. So, wie vorhin schon einmal erklärt, gibt es eben unterschiedliche Pistons von den Zähnen unten. Der hier verbaute Piston hat 14,5 Zähne und kommt aufgrund des großen Sorbo-Pads hier einmal innen drin auf dem Zylinderhead sowie auf des etwas längeren Pistonheads kommt der gesamte Piston hier im hinteren Bereich etwas weiter raus. Über diese Position letztendlich, beziehungsweise über diese Länge ist entsprechend der AOE bzw. der Winkel einmal eingestellt. Das könnt ihr sehr schnell prüfen, indem ihr euren gesamten Piston kräftig einmal nach vorne drückt, dann komplett einmal vorne stehen lasst und euer Sektorgear nun einmal dreht. So, und ihr werdet jetzt hier feststellen, wenn ihr weiter dreht, kommt hier bereits der erste Zahn von eurem Sektorgear. Und vom AOE spricht man jetzt, mit welchem Winkel das Sektorgear in diesen Zahn hinten beim Piston einmal reingreift. Und wie ihr so sehen könnt, passt das Ganze einmal perfekt übereinander. Bedeutet, wenn sich das Sektorgear nun einmal weiter dreht, wird der gesamte Piston richtig schön gerade einmal nach hinten gedrückt über die einzelnen Zähne. Ein anderes Beispiel wäre jetzt der AOE nicht eingestellt, dann würde der gesamte Piston etwas weiter vorne stehen. Bedeutet auch, dass dieser Zahn von eurem Sektorgear etwas früher in den Piston reingreift. Und ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen, wenn ihr euch dann diesen Winkel hier nehmt vom ersten Zahn,
dann kommt einfach die Last auf den Pisten nicht einfach nur nach hinten, sondern der Pisten wird ebenfalls im 45-Grad-Winkel nach oben gedrückt. Wir haben hier also zwei Kräfte, die einmal wirken. Und bei solchen Systemen kann es dann häufig vorkommen, wenn der Pisten von schlechter Qualität ist, dass euch die Zahnstange entweder einmal nach innen reingedrückt wird oder eben rausbricht. Hier also darauf achten, gerade wenn man eben an die 2 Joule einmal rangeht, hat das eben einen Vorteil, gerade vom Verschleiß her, dass der AOE, also der Angriffswinkel, hier einmal sauber eingestellt ist. Dies erreicht ihr, wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, über ein Sorbo-Pad einmal auf dem Zylinderhead oder ihr verwendet eben ein Zylinderhead, welcher bereits ein Sorbo-Pad verbaut hat und ebenfalls ein Pistenhead, der gegebenenfalls etwas länger ist. Hier eben nochmal ganz kurz zu beachten beim Pisten, wie ihr sehen könnt, fährt dieser erste Zahn sehr knapp oder relativ knapp an diesem 50% Zahn einmal dran vorbei. Hier eben nochmal kurz die Erklärung. Wie gesagt, der Pisten hat 14,5 Zähne. Hätten wir jetzt in diesem Fall ein Pisten mit 16 Zähne oder mit 15, dann würde das Sektorgier, wenn es hier einmal hochfährt, nicht hier hinten einmal reingreifen in den Pisten, sondern bereits in den vorletzten Zahn einmal reingreifen. Und das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend wird der AOE einmal von euch eingestellt oder ist er vom Hersteller bereits einmal eingestellt. Dann muss eben hier ein Pisten mit 15 oder im besten Fall 14,5 Zähne einmal verwendet werden. Die beiden letzten Komponenten von unserer Gearbox ist letztendlich jetzt einmal hinten der Spring Guide oder auch Federstange und einmal unsere Feder selbst. Bedeutet, hier seht ihr jetzt einmal den Original Spring Guide von E&L da liegen. Dieser hat eben ein Federschnellwechselsystem. Bedeutet, es ist mit wenigen Handgriffen einmal möglich, die Feder komfortabel einmal zum Tauschen und entsprechend die Energie einmal auf das Spielfeld anzupassen. Bei E&L wird das Ganze über so eine Schraube hier hinten ebenfalls nochmal später gesichert. Hier müsst ihr letztendlich nur darauf achten, dass ihr eben den passenden Spring Guide für eure Gearbox einmal habt. Auch natürlich ein Unterschied der Materialien hat Auswirkungen auf die Haltbarkeit. Bei sehr günstigen Modellen findet man leider immer wieder oder immer noch heutzutage Spring Guides vor, welche einfach nur einmal komplett aus Kunststoff gefertigt sind. Diese können bei zu viel Belastung einmal abknicken bzw. brechen. Bedeutet, ihr seht hier bei E&L ist zwar dieser Bereich, wo die Feder einmal sich aufspannt drauf, einmal aus Kunststoff, der gesamte Kern innen drin, wie auch die Aufnahme und die Befestigung hinten, sind hier einmal komplett aus Stahl gefertigt. Hier würde ich definitiv Wert darauf legen, gerade für den Einstieg oder für die Haltbarkeit, dass der Spring Guide einmal aus Stahl gefertigt ist. Dann seht ihr ebenfalls, dass dieser Spring Guide nochmal ein Axiallager verbaut habt. Bedeutet, hier ist letztendlich das gleiche Axiallager drauf verbaut, welches wir vorhin bereits einmal beim Pistenhead uns angeschaut haben. Bedeutet, dieses Modell hat 2 Axiallager verbaut und dementsprechend kann sich später einmal unsere Feder, welche hier einmal drauf sitzt, beim Aufziehen einmal frei drehen und rotieren. Dementsprechend wird die gesamte Feder nicht irgendwie verdrückt oder sowas und kann sich eben nicht so leicht einmal verwinden oder verschleißen. So, ansonsten gibt es hier beim Spring Guide nicht mehr viel zu beachten, nur müsst ihr natürlich aufpassen, auch welche Version ihr habt. Bedeutet, auch V3 Spring Guides für AKG 36 können bei der Aufnahme hinten bei den sogenannten Flossen, bedeutet hier einmal links und rechts zu sehen, also die Aufnahme, die Halterung, können diese Spring Guides eben abweichen. Und auch andere moderne Systeme mit Federschnellwechselsystemen, zum Beispiel ICS oder auch Syma, verwenden andere Spring Guides. Hier habt ihr keine 2 Flügel, sondern 4 Flügel einmal dran. Das hat den Vorteil, dass der Spring Guide von hinten nicht mehr mit einer Schraube einmal gesichert werden muss, sondern dieser bleibt bereits über die 4 Flügel gerade in der Gearbox einmal zentriert oder wird sauber gehalten. Bei anderen Federschnellwechselsystemen, wo der Spring Guide wie hier jetzt zum Beispiel nur über 2 Flügel gehalten wird, hier kann es ohne besondere Sicherung von hinten schnell vorkommen, dass dieser sich über die Feder einmal leicht wegkippen kann oder sich innen drin bewegen kann. Auch dies sorgt für etwas mehr Verschleiß. Schaut also, dass euer Spring Guide entweder hinten über die Schraube von der Buffer Tube oder über eine separate Schraube oder wie auch immer einmal gehalten wird.
Dies ist aber auch nur relevant meistens bei Systemen mit Federschnellwechselsystem. Bei Systemen ohne Federschnellwechselsystem liegt der Spring Guide hinten an der Wandung von der Gearbox so oder so einmal an. Bei den Federn müsst ihr nichts Großartiges beachten, bedeutet alle Federn sind für AEG und SAEG sind untereinander kompatibel. Bedeutet, es ist nicht relevant, welchen Hersteller ihr verwendet, denn alle Federn passen problemlos in jede SAEG einmal rein. Nur eine Besonderheit bei V2.5 Gearboxen, SR25, 19 Zahnsystemen. Hier sind lange Federn einmal vom Vorteil oder ihr müsst das Ganze mit Spacern etwas ausgleichen. Denn die Feder wird entsprechend bei diesen Gearboxen nicht so stark einmal vorgespannt. Also merken, bei 19 Zahnsystemen müssen gegebenenfalls bei Standardfedern hier hinten nochmal ein paar Shims einmal aufgebracht werden. Hier gibt es sogenannte Spring Guide Washer oder Spring Guide Shims zum Beispiel, die man hier hinten einfach einmal installieren kann. Ist aber wie gesagt nur bei speziellen V2.5 Gearboxen einmal nötig. Ein weiterer kleiner Unterschied ist bei der Feder selbst einmal die Wicklung bzw. die Windungen. Hier seht ihr, das sind zwei nonlineare Federn. Bedeutet, beide Federn haben unterschiedliche Windungen bzw. Wicklungen. Wenn ihr hier mal herschaut bei der Original E und L Feder, diese Wicklungen bis hierher sind exakt identisch. Dann haben wir hier ca. 4 Wicklungen, die etwas enger sind, dann wieder identisch und nach hinten wieder einmal etwas enger laufend. Hier sprechen wir von einer nonlinearen Feder. Ebenfalls diese Feder, ebenfalls nonlinear, bedeutet im vorderen Bereich die Windungen oder die Wicklungen alle konstant und hier wieder ein kleines bisschen enger, konstant, konstant und hinten ebenfalls wieder ein kleines bisschen enger. Diese nonlinearen Federn haben den Vorteil, dass sie am Anfang erstmal leichtgängiger für den Motor sind, bedeutet, sie lassen sich die ersten 3-4 cm etwas leichter aufspannen im Vergleich zu einer linearen Feder. Und der nächste Vorteil ist, aufgrund der unterschiedlichen Windungen, dass sich die Federn oder dass sich der Piston beim Entspannen etwas konstanter entspannen kann. Bedeutet eine lineare Feder, daher wird der Piston, wenn er sich nach vorne bewegt, würde er nach vorne etwas langsamer werden. Bei diesen nonlinearen Federn habt ihr so eine Art Pitch-Effekt, bedeutet der Piston, auch wenn er schon bereits relativ weit vorne im Zylinder ist, wird einfach kontinuierlich mit der gleichen Geschwindigkeit einmal bewegt. Hier also ein kleiner Vorteil bei nonlinearen Federn. So, langsam kommen wir einmal zum Ende dieses Videos. Es fehlt allerdings noch ein ganz entscheidender Punkt und das ist einmal das Thema Hop-Up-System. So, hier müssen wir ein kleines bisschen ausholen, denn das Hop-Up-System selbst sind die wichtigsten Komponenten in eurer Airsoft. Bedeutet, ihr könnt hinten super Komponenten in der Gearbox drin haben, ihr könnt von mir aus 2 Joule drin haben, ihr könnt 0,32 Gramm BBs verwenden. Das bringt euch letztendlich alles nichts, wenn euer Hop-Up-System nicht funktioniert. Bedeutet, die Abdichtung oder eine konstante Abdichtung in Kombination von einem korrekten Hop-Up-System, in Kombination von einem korrekten Zylindervolumen für die Lauflänge und einem entsprechenden Kugelgewicht sorgt letztendlich für eure Reichweite und für eure Präzision bzw. eurem Streukreis. Passt hier irgendetwas nicht, funktioniert die ganze Knifte nicht. Bedeutet, ihr könnt euch eine Knifte für 800.000, 900.000 € kaufen von mir aus. Mit einem schlechten Hop-Up-System wird auch diese nicht gut performen. Dementsprechend ein sehr, sehr wichtiger Punkt und hier versuche ich euch so einfach wie möglich die Grundlagen mal etwas näher zu bringen im Bereich Hop-Up-System. So, zunächst mal, wie gesagt, ganz wichtig, ihr solltet eine konstante Abdichtung natürlich hinten in der Gearbox haben. Bedeutet, ihr solltet nirgendwo irgendwie Druck verlieren und auch die Abdichtung einmal zwischen eurer Nozzle und dem Hop-Up-Bucking, welches wir uns gleich anschauen werden, muss sauber eingestellt oder muss einfach sauber passen. Habt ihr hier eine zu hohe Schwankung in der Energieabgabe, bedeutet, fängt jetzt eure Airsoft an zu schwanken mit, sage ich mal, über 3-4 Meter pro Sekunde, dann hat das auch Einfluss auf euer Hop-Up-System. Denn ein Hop-Up-System wird einmal korrekt eingestellt und funktioniert dann nur konstant, wenn auch von hinten die Energie oder die Energie einfach konstant ist und die Abdichtung konstant ist. Habt ihr hier irgendwo Druckverlust oder sowas, kann entsprechend auch das Hop-Up mehr schwanken.
So, fangen wir aber zunächst mal ganz einfach an. Ihr seht, ich habe euch hier zwei Standard-AEG-Läufe einmal hergelegt. Und bei AEG-Läufen spricht man letztendlich nur einmal von der Arretierung des Laufes. Bedeutet, ihr seht hier einen ganz normalen Messinglauf AEG und da seht ihr hier einmal die Arretierungsposition. Also über diese Flächen hier, eine Fläche links, eine Fläche auf der rechten Seite, wird der gesamte Lauf letztendlich in der Hop-Up-Kammer oder Hop-Up-Unit, je nachdem wie ihr das nennen möchtet, einmal gehalten. Hier gibt es auch noch andere Läufe, wenn ihr euch diesen mal anschaut, der hat jetzt mehrere Positionen. Hier handelt es sich einmal um einen Hybridlauf, bedeutet dieser ist zu mehreren Systemen einmal kompatibel. Bedeutet, hier seht ihr einmal im vorderen Bereich die Arretierungsflächen für Standard AEG, dann habt ihr hier zum Beispiel Syma M14 und hier im hinteren Bereich einmal VSR bzw. Federdruck VSR Sniper. So, hier braucht ihr letztendlich von der Arretierung nichts beachten, wenn ihr eine AEG habt, ist halt der Lauf für AEG oder die Arretierung für AEG letztendlich. Wo es dann etwas interessanter wird, ist einmal die Ausfräsung hier hinten drin. Ihr seht, dass dieser Lauf oder dieses Rohr letztendlich, dieses entweder Edelstahl- oder Messingröhrchen, ist relativ latte erstmal, dass dieses hier hinten einmal ausgefräst ist. Bedeutet, ihr könnt hier einmal reinschauen. So, und jetzt seht ihr eben eine kleine Besonderheit bei diesen beiden Läufen. Ihr seht einmal dieses Fenster und ihr seht einmal dieses Fenster. So, und wenn wir dieses einmal vergleichen, dann haben wir hier zwei unterschiedliche Hop-Up-Systeme bzw. zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Hier beim Standardlauf haben wir schon ein relativ großes Fenster mit 5,48 bzw. 5,5 mm nutzbare Länge. Bedeutet von der Brücke hinten, das hier hinten ist einmal die Laufbrücke, von der Brücke bis zur vorderen Kante 5,5 mm. Wenn wir dieses ebenfalls mal bei dem oberen Lauf einmal nachmessen, dann haben wir hier bereits 6,84 bzw. 6,9 mm, also ein deutlich größer ausgefrästes Fenster. Und hier spricht man einmal von einem Standard 5 mm Hop-Up-System. Ob das jetzt 5 mm sind oder 5,5, das variiert immer ein kleines bisschen je nach Hersteller. Aber auf jeden Fall Standard ist immer ein 5 mm System. Und wenn wir so ein großes Fenster hier hinten einmal drin haben, dann sprechen wir von einem 7 mm System. Bedeutet, wir können hier hinten später deutlich größere Hop-Up-Patchflächen oder Flächen einmal nutzen, um die Kugel einmal in Rotation zu versetzen. So, jetzt werdet ihr euch zunächst mal denken, ja, wie, was, wo, Kugelnrotation? Ja, ihr müsst zunächst mal überlegen, wenn ihr jetzt einen Ball, oder wartet mal, ich habe doch hier mal eine Kugel, passt mal auf. Nehmen wir mal an, ihr habt einen Ball. Nehmen wir mal an, ihr habt irgend so einen Wasserball von eurem Kind vielleicht. Ist relativ leicht und jetzt schmeißt ihr den einfach mal geradeaus. Werdet ihr natürlich feststellen, dass der Ball nicht wirklich weit fliegt. Werft ihr jetzt den Ball und gebt dem Ball eine Rotation oder einen Spin, einen Rückwärtsspin oder einen Drall sozusagen drauf, dann werdet ihr diesen Ball etwas weiter werfen können. Oder die Fußballer unter euch wissen es auch, schneidet ihr den Ball seitlich an, kann dieser eine Kurve fliegen. Das Ganze nennt man einmal Magnus-Effekt. Und diesen Magnus-Effekt macht man sich im Airsoft-Bereich ebenfalls einmal zunutze, um die Kugel einfach deutlich weiter fliegen zu lassen. Bedeutet, würdet ihr jetzt einfach so eine 6 mm Kugel hier einmal ganz normal ohne Hop-Up-System einmal abfeuern, dann wird diese so um die 20, 30 Meter ungefähr fliegen und dann wird sie einfach im Bogen einfach abfallen und auf dem Boden einmal landen. Bedeutet, ihr bekommt ohne Hop-Up-Effekt letztendlich keine Reichweite drauf. Wird jetzt aber die Kugel später im oberen Bereich, wo später hier einmal unser Gummi drauf sitzt oder unser Bucking, einmal gebremst und abgefeuert, dann bekommt die Kugel automatisch aufgrund der Reibung hier oben einen Spin drauf. Bedeutet, das Ganze dreht sich einmal rückwärts. Und durch diesen Spin erzeugt das Ganze einfach diesen Magnus-Effekt. Bedeutet, ihr bekommt einfach deutlich mehr Reichweite drauf. Und hier kommt es eben auch darauf an, dass es entsprechende Hop-Up-System oder später auch euer Hop-Up-Gummi zu eurem Kugelgewicht und zu eurer Energie einmal passt. Kombiniert ihr hier irgendwas falsch und das Hop-Up-System arbeitet einfach nicht so wie gewollt, dann bekommt ihr aus der Airsoft auch leider keine Reichweite raus. Dementsprechend sehr, sehr wichtiger Punkt einmal Thema Hop-Up.
So, und wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesem 5 und diesem 7 mm System? Hier merkt ihr euch letztendlich nur, dass bei einem 7 mm System gibt es zwei Vorteile. Zunächst mal, durch die größere Ausfräsung können wir die Kugel etwas länger führen. Bedeutet, sie wird länger unter der Patchfläche gerade gehalten und zentriert oder geführt sozusagen. Und ihr könnt natürlich deutlich mehr Reibung im oberen Bereich einmal erzeugen. Gerade diese 7 mm Systeme eignen sich dann eben ab 0,32, 0,36 Gramm BBs einmal aufwärts. Spielt ihr jetzt 0,025 Gramm oder 0,28, dann würde ich nicht unbedingt ein 7 mm System einmal empfehlen, denn dann bekommt ihr eher ein Overhop drauf oder ein Überhoppen. Bedeutet, die Kugel bekommt zu viel Bremswirkung drauf und wird euch dann einfach im Bogen nach oben wegfliegen. Wird also einfach steil in den Himmel fliegen letztendlich. Dann redet man einmal von einem Überhoppen bzw. von einem Overhop. Wie gesagt, hier großer Vorteil bei dem 7 mm System, ihr könnt problemlos 0,45 Gramm oder 0,48 Gramm BBs sogar einmal verwenden. Solltet aber entsprechend auch die korrekte Härte des Gummis einmal wählen und auch ein kleines bisschen mehr Energie hinten anstehen haben. Bedeutet jetzt 0,45 Gramm BBs bei einem Joule oder sowas, würde ich jetzt nicht unbedingt kombinieren, auch mit dem 7 mm System. Auch das funktioniert nicht gut. So, also merken, 7 mm System gerade für schwerere BBs einmal sehr gut geeignet. Bei etwas weniger Kugelgewicht könnt ihr problemlos ein 5 mm System einmal weiterhin verwenden. Auch hier muss man jetzt aber ein paar kleine Sachen beachten, denn es gibt natürlich auch unterschiedliche Hop-Up-Buckings bzw. Hop-Up-Gummi. Das wird je nach Shop wird es ein bisschen anders bezeichnet. Ich nenne das Zeug einfach Hop-Up-Bucking. Im England sagen sie meistens Rubber, das müsst ihr halt gucken. Wie gesagt, ihr wisst auf jeden Fall, was einmal gemeint ist. Und jetzt habe ich hier euch einmal 3 unterschiedliche einmal aufgeschnitten. Die kann ich dann natürlich einmal in die Tonne kloppen, denn die braucht man nicht mehr verwenden. So, im Regelfall ist so ein Hop-Up-Bucking ist letztendlich einfach nur so ein runder Gummi letztendlich. Mehr ist es nicht. Die Besonderheit bei so einem Bucking ist einmal im hinteren Bereich die Dichtung. Bedeutet hier hinten diese Lippe letztendlich sorgt für die Abdichtung zur Nozzle. Dementsprechend muss auch eure Nozzle hier hinten tief genug einmal reingreifen oder eben sauber anliegen, dass dieser Übergang von Nozzle zu diesem Bucking oder zu diesem Gummi einmal sauber abdichtet. Ist eure Nozzle zu kurz und liegt hier nicht sauber an, dann habt ihr hier einfach beim Übergang einmal Druckverlust. Schauen wir uns einfach mal die Unterschiede im inneren Bereich dieser 3 Hop-Up-Buckings einmal an. Fangen wir zunächst mal bei diesem schwarzen Standard-Bucking an. Und das müsste ein 60 Shore-Bucking sein. Das seht ihr zum Beispiel in diversen Shops, wo es eben diese Hop-Up-Buckings einmal gibt oder diese Rubber, diese Gummis. Seht ihr eigentlich meistens immer die Angabe der Härte des Gummis. Bedeutet, je härter oder je höher die Zahl ist, desto härter ist der Gummi. Je schwerer die BBs, desto härter sollte der Gummi sein. Ebenfalls je mehr Energie, desto härter sollte der Gummi sein. Kommt aber auch darauf an, wie groß einmal eure Patchfläche ist. Bedeutet, habt ihr eine sehr große Patchfläche innen drin, welche von Haus aus schon eine sehr hohe Bremswirkung einmal erzeugt, so wie dieses Bucking hier zum Beispiel, dann müsst ihr eben von der Härte nicht so weit hochgehen. Also da langt euch selbst für 0,45 langt euch da 60 Shore oder 60 Shore Bucking problemlos einmal aus. Bleiben wir aber zunächst einmal beim Standard Bucking. Sowas hat man heutzutage leider noch sehr, sehr häufig einmal drin verbaut. Ist letztendlich vom Aufbau identisch, nur hier seht ihr eben einmal die Patchfläche. So, und das ist eben diese Fläche, welche von oben später über den sogenannten Tensioner in das Lauffenster einmal runtergedrückt wird oder reingedrückt wird und letztendlich einmal die Kugel im oberen Bereich bremst. Bedeutet, hier oben läuft die Kugel dagegen, wenn sie abgeschossen wird angebremst oder wird gebremst und dementsprechend einmal in Rotation bzw. in so einem Spin versetzt. So, und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, das ist relativ klein, das sind so diese 0815 Standard Patchflächen, wie man es in leider heutzutage noch sehr vielen Kniften einmal drin hat. Bedeutet, die Fläche ist sehr, sehr klein. Es ist letztendlich einfach nur so ein kleiner Balken rüber.
Und mit sowas könnt ihr es heutzutage ziemlich vergessen, jetzt 0,3 oder 0,32 Gramm BBs irgendwie zu rotieren. Bedeutet, ihr bekommt mit so einer Kombination bei schweren BBs keine Rotation drauf. Auch seht ihr, dass die Führung von der BB nicht wirklich gegeben ist. Bedeutet, die wird einfach nur abgeschossen, wird gebremst und fertig. Also eine Ausrichtung oder eine saubere Zentrierung passiert bei solchen Hopper-Buckings leider nicht. Dementsprechend sowas ist heutzutage leider etwas ungeeignet. Kommen wir zunächst mal zum nächst besseren Bucking. Das wäre dann so ein Aufbau hier. Sowas kennt man zum Beispiel jetzt von diesem, das ist jetzt so ein Begadi SHP oder auch Begadi Fly 5 oder Maple Leaf Super Macaron oder TNT T-Hop. Diese Buckings haben alle eine etwas langgezogene Patchfläche. Bedeutet, wenn ihr hier mal anschaut, das ist wie so ein kleines Dreieck, also wie so ein Trapez einmal aufgebaut, hier im unteren Bereich. Und gleichzeitig, wenn das Ganze eben nicht aufgeschnitten ist, sondern einmal rund ist und wir reinschauen, hat eben diese Fläche ebenfalls eine Rundung einmal drin. Bedeutet, die BB liegt hier richtig schön sauber in einer Rundung quasi oder in einem Radius einmal sauber drin, wenn sie abgeschossen wird. Sie wird entsprechend einmal im Lauf nochmal gerade gehalten und über die Länge der Patchfläche ebenfalls einmal gerade geführt. Also nicht so wie bei den anderen Buckingen, was wir uns gerade angeschaut haben, dass die einfach bloß gebremst wird und fertig. Nein, hier erzeugt die Fläche ebenfalls eine Bremswirkung und gleichzeitig unterstützt sie eben die Kugel gerade zu führen. Dementsprechend schon mal etwas besser geeignet das Ganze. Ebenfalls durch diese Länge der Patchfläche ist es euch hiermit eben auch problemlos möglich, etwas schwere BBs zu verwenden. Zum Beispiel 0,32 oder 0,36 Gramm. Das funktioniert mit solchen Buckings ebenfalls sehr, sehr gut. Durch die unterschiedlichen Härten von diesen Buckings, 50, 60, 70 Shore, ist man auch sehr flexibel, was die Energie und das Kugelgewicht einmal betrifft. Wie gesagt, hier mit 60 Shore 0,36 Gramm BB ist hier absolut kein Problem. Eine weitere kleine Besonderheit, was jetzt nur dieses Bucking hat und zum Beispiel auch das Maple Leaf Super Macaron, das sind diese beiden Stützen neben der Patchfläche. Bedeutet, hier habt ihr einmal die Patchfläche und dann seht ihr hier vielleicht zwei so kleine Nupsis. Und wenn das Ganze letztendlich einmal nicht aufgeschnitten ist, sondern zusammengerollt ist, dann liegen euch diese Nupsis hier seitlich auf der Fräsung einmal auf. Bedeutet, der Patch letztendlich wird ebenfalls nochmal etwas gerade gehalten bei der Installation des Buckings. Hat auch gewisse Vorteile, aber diese Nupsis müssen natürlich auch einmal zum Lauf passen. Hier aber zum größten Teil, zu den meisten Läufen, das Ganze einmal kompatibel. So, ich versuche euch mal das Ganze so zu zeigen. Bedeutet, so sitzt das Ganze später einmal drauf. Und wenn wir es jetzt versuchen, einmal aufzuklappen, dann hoffe ich, dass ich euch das vielleicht ein bisschen zeigen kann. Oder auch nicht. Bedeutet, so könnt ihr das, glaube ich, ein kleines bisschen erkennen. Wenn wir seitlich reinschauen, da habt ihr die Patchfläche. Von oben drückt der Tensioner und ihr drückt letztendlich diese Patchfläche einmal in den Lauf rein. Und dann habt ihr hier eben diesen Steg oder diese Stütze, die liegt letztendlich dann hier seitlich einmal an der Lauffräsung auf. So, und dementsprechend hier sozusagen so eine Art Flat-Hop-Bucking. So, dann gibt es noch was Krasseres, wenn ihr noch mehr Kugelgewicht einmal verwenden wollt. Das sind sozusagen einmal die R-Hop-Buckings. Da habt ihr letztendlich eine deutlich größere Patchfläche. Bedeutet, wenn ihr euch das jetzt mal anschaut und mit der gerade eben vergleicht, da habt ihr wirklich so einen kompletten Balken einmal drin, auch abgerundet, wo die gesamte BB eben noch mehr Reibung bekommt oder noch mehr Bremswirkung erzeugt und ebenfalls das Ganze ebenfalls komplett einmal lang. Bedeutet, so ein R-Hop deckt letztendlich die gesamte Fläche von dieser Fräsung komplett einmal rüberwärts ab. Und dementsprechend bekommt man bei solchen R-Hops natürlich auch problemlos mit dem 5 mm System, problemlos 0,45 oder vielleicht sogar 0,48 Gramm BBs einmal in Rotation versetzt. Hier also gerade diese R-Hops, wie gesagt, wenn ihr schwere BBs verwendet, eignen sich diese wirklich sehr, sehr gut.
Wollt ihr jetzt einen R-Hop mit etwas leichteren BBs verwenden, zum Beispiel 0,3, 0,32 Gramm, dann solltet ihr diese R-Hop-Buckings in einem relativ weichen Gummi verwenden. Zum Beispiel 50 Shore. Denn wie gesagt, ihr braucht wirklich nur ganz wenig Druck von oben, um problemlos 0,3 und 0,32 Gramm BBs einmal hoppen zu können. Auch hier sei es gesagt, für 0,2, 0,25 Gramm BBs und sogar 0,28 Gramm BBs solche R-Hop-Buckings nicht geeignet, denn ihr baut einfach zu viel Reibung einmal auf. Diese beiden Buckings, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, einmal dieses SHP oder Fly 5, gibt es ebenfalls nochmal als 7 mm Version. Bedeutet, wenn euch die Zentrierung oder der Hop nicht langt und ihr spielt eben nur 0,4, 0,45, dann gibt es hier eben noch die Möglichkeit, auf ein 7 mm System einmal zurückzugreifen. Seht ihr hier eben nochmal diesen Lauf, 7 mm Fräsung einmal drin. Und dann gibt es eben diese Buckings nochmal, wo das Ganze eben nochmal länger ist. Bedeutet, ihr deckt diese ganzen 7 mm, deckt ihr letztendlich mit einem Gummi ab. Und da bekommt ihr halt Reibung oder Bremswirkung drauf, dass alles zu spät ist. Also mir ist nichts bekannt, was man damit irgendwie nicht hoppen kann. Stahlkugeln, Glaskugeln. Ja, müsste vielleicht auch gehen, weiß ich nicht, noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall hier, wie gesagt, wenn ihr wirklich konstant nur schwere BBs verwendet, dann eignet sich ebenfalls natürlich ein 7 mm System hierfür sehr gut. So, und abschließend geht es einmal um das Thema Hop-Up-Kammer, Hop-Up-Unit oder Hop-Up-Chamber. Ist letztendlich alles das Gleiche. Ich sage meistens Hop-Up-Kammer. In den Shops wird es meistens als Hop-Up-Unit einmal angegeben. So, die Hop-Up-Kammer ist letztendlich das Bauteil, wo euer Lauf drin installiert ist, wo euer gesamtes Hop-Up-Bucking drin installiert ist und ebenfalls einmal der Tensioner. Tensioner ist das Bauteil, was letztendlich den Druck auf euren Gummi letztendlich aufbaut. Bedeutet, das hier ist ein 5 mm Flat-Top-Tensioner. Seht ihr, der ist relativ, ja, was heißt relativ lang? 5 mm. Es gibt auch noch 7 mm Tensioner für 7 mm Systeme. Und es gibt leider immer noch diese Standard-Tensioner. Früher hat man immer Naps dazu gesagt. Das ist letztendlich einfach nur so ein runder Gummi, der eben einmal eingehakt wird. Und das ist eben der Übergang zu eurem Bucking. Bedeutet, dieses Teil sitzt später einmal im oberen Bereich auf eurem Hop-Up-Rubber oder auf eurem Hop-Up-Bucking einmal drauf und wird über den Hop-Up-Lever oder Hop-Up-Hebel oder Hop-Up-Arm einmal nach unten gedrückt. Je nachdem, wie stark ihr einmal den Hop-Up-Effekt oder die Hop-Up-Kammer einmal einstellt. Wie gesagt, einfach merken, der Tensioner drückt dann einmal hier oben quasi drauf. Dementsprechend wichtiges Bauteil, denn gerade wenn ihr eben solche Buckings hier mit einem 5 mm oder mit einer 5 mm Patchfläche einmal drin verwendet, dann wollt ihr diese natürlich auch komplett einmal bewegen. Bedeutet, es bringt euch natürlich nichts, so ein Hop-Up-Bucking mit so einem runden Gummi einmal zu kombinieren. Denn wenn ihr diesen hier oben drauf legt und runterdrückt, könnt ihr natürlich nicht die gesamte Fläche einmal bewegen. Bedeutet, bei solchen Buckings ist es dann eben auch wichtig, dass ihr die entsprechenden Tensioner dazu einmal verwendet oder dazu kombiniert. Anders funktioniert das Ganze nicht so gut. Tensioner hätten wir somit durch und jetzt sprechen wir einmal über das Thema Hop-Up-Kammer. Ihr seht, hier habe ich eine rausgegruschelt aus der Gruschelkiste. Das ist eine handelsübliche oder leider teilweise noch vorhandene Standard M4 M16 Hop-Up-Kammer. Bedeutet, sowas hat man leider schon seit zig Jahren einmal drin verbaut und ist heutzutage leider nicht mehr zu empfehlen. Warum? Gerade bei den günstigeren Herstellern findet ihr sowas teilweise noch. Ansonsten wird jetzt mittlerweile schon immer wieder einmal abgedatet und selbst bei günstigeren Modellen findet ihr eigentlich eine im Rotary-Style. Erkläre ich euch gleich, was das bedeutet. So, also das ist so eine relativ alte Hop-Up-Kammer. Solltet ihr so eine haben und wollt wirklich ernsthaft 0,3 oder 0,32 sauber hoppen oder konstant hoppen, würde ich diese tauschen, denn sowas geht leider nicht mehr in Ordnung. Warum? Wie ihr gerade gelernt habt, müsst ihr quasi diese Patchfläche auf eure Kugel quasi draufdrücken, über die Hop-Up-Kammer, über den Tensioner und dementsprechend einen konstanten Druck einmal erzeugen. Hier natürlich wichtig, dass der Druck wirklich so konstant wie möglich ist. Dann kommt es hier zu einer Abweichung, dass eben der Druck mal stärker ist, mal weniger stark ist. Auch dann könnt ihr keinen konstanten Hop-Up-Effekt einmal erzeugen. Bedeutet, ihr bekommt einfach sehr viel Schwankung in der Reichweite einmal rein.
So, und hier haben wir eben das Problem bei diesen alten Hop-Up-Systemen, die lassen sich zunächst mal über dieses Rädchensystem hier seitlich nicht so präzise einstellen. Bedeutet, ihr seht, ihr dreht hier einmal an diesen Rädchen, je nach Hersteller läuft es mal gut, mal weniger gut und ihr könnt einfach diesen Hop-Up-Lever, den ihr hier oben drin seht, nicht so ganz so fein einmal runterstellen, wie ihr das eigentlich benötigt. Und dazu kommt einfach, wenn ihr hier mal herschaut, ihr habt in diesem Zahnradsystem einfach sehr viel Luft oder sehr viel Spiel einmal drin. Und so ist einfach ein konstanter Hop-Up-Effekt nicht wirklich möglich. Also so diese ganz alten Hop-Up-Kammern würde ich definitiv nicht mehr empfehlen. So, moderne Kniften auch im günstigen Einsteigerbereich haben dann heutzutage zum Beispiel so etwas in der Art einmal installiert. Und sowas nennt man einfach einmal eine Rotary Hop-Up-Kammer. Bedeutet, hier stellt ihr diesen Hop-Up-Effekt bzw. euren Druck, was letztendlich einmal aufgebaut wird hier oben über den Hop-Up-Lever, nicht über solche Zahnräder hier seitlich ein, sondern ihr habt hier hinten einfach einmal ein großes Einstellrad, welches über so eine Art Schnecke einmal verfügt oder ja, ausgestattet ist im inneren Bereich. Bedeutet, je weiter ihr dieses Rädchen einmal dreht, desto stärker baut ihr letztendlich einmal Druck auf. So, das kann ich euch mal so zeigen. Das wäre jetzt quasi Hop-Up-Effekt 0. Bedeutet, ihr seht, der Hebel oder der Lever steht ganz oben. Im unteren Bereich des Hebels oder des Levers hängt dann später einmal euer Tensioner dran. Also quasi das schwarze kleine Gummiteil, was wir uns gerade angeschaut haben. So, und wenn wir jetzt letztendlich einmal das Rädchen vorsichtig drehen, dann seht ihr, dass der Hop-Up-Lever oder der Hop-Up-Arm sehr, sehr fein einmal nach unten zu bewegen ist. Und mit solchen Systemen könnt ihr einfach den Hop-Up-Effekt deutlich konstanter und deutlich präziser einmal einstellen. Also wie gesagt, wenn ihr wirklich 0,3 oder 0,32 Gramm BPs verwenden wollt oder einen konstanten Hop-Effekt haben wollt, dann solltet ihr definitiv so eine Art Hop-Up-System einmal haben. Es gibt natürlich auch noch andere sehr gute Hop-Up-Systeme, gerade TDC. Da möchte ich aber heute nicht auch noch darauf eingehen, weil sonst wird das Video wahrscheinlich noch mal eine Stunde länger. Wie gesagt, nur wichtig zu merken, gerade für Einsteiger, achtet darauf, dass ihr den Druck oder euer Hop-Up so fein wie möglich einmal justieren und einstellen könnt bei eurer Knifte. Ist das bei eurer Knifte out of the box nicht der Fall, könnt ihr auch nicht davon ausgehen, dass ihr eine konstante Reichweite einmal rausbekommt. Wie gesagt, moderne Kniften, selbst im Einsteigerbereich, haben oder verfügen heutzutage, Gott sei Dank, mittlerweile über solche Hop-Up-Systeme im Rotary. Und ob die jetzt aus Alu gefertigt ist zunächst mal oder aus Kunststoff gefertigt ist, das ist jetzt erstmal nicht ganz so tragisch. Wichtig ist die Passgenauigkeit in der Waffe, wichtig ist, wie sitzt die Hop-Up-Kammer in der Waffe drin und wie fein könnt ihr diese einmal justieren. So, und abschließend habe ich noch einmal so eine Neptune von Begadi für euch zusammengebaut. Das ist aktuell so ziemlich das modernste auf dem Markt. Bedeutet, ihr habt hier weiterhin einmal diese Rotary letztendlich oder das Einstellrad. Hier natürlich der Vorteil oder was gerade wichtig ist, ihr seht hier so eine kleine Markierung, bedeutet hier so ein kleiner Pfeil einmal und auf eurem Einstellrad habt ihr ebenfalls Markierungen drauf. Bedeutet, ihr könnt einmal euren Hop-Up-Effekt sauber und konstant einmal sehr, sehr fein justieren. Und wenn ihr jetzt mal den Lauf putzt nach einem Spiel oder zu Hause, dann könnt ihr einfach das Ganze euch merken, wo steht zum Beispiel jetzt die aktuelle Einstellung, dreht das Ding wieder einmal komplett auf 0 hoch oder auf 1, putzt das Ganze durch und stellt letztendlich dann euren Hop-Effekt wieder so ein, wie er einmal gestanden war. Und dann ist das Ganze wieder einmal eingestellt. Ihr müsst also den Hop nicht wieder komplett von 0 einmal sauber wieder einstellen. Eine weitere Besonderheit heutzutage, was ja noch relativ aktuell ist oder noch relativ neu ist, ebenfalls kann man die Hop-Up-Kammer einmal hier vorne über so eine Schraube letztendlich einmal zum Upper Receiver konfigurieren oder einstellen, den Abstand. Ebenfalls hier unten diese Feeding Tube kann man ebenfalls einmal einstellen, da seht ihr so eine Art Skala einmal drauf, hier vorne ebenfalls ein Pfeil, bedeutet, wenn es mal Feeding-Probleme gibt oder andere Magazine verwendet werden, die nicht kompatibel sind, könnt ihr das ebenfalls hier unten einmal einstellen. Und es ist sogar bei der Hop-Up-Kammer hier einmal möglich, den Abstand zur Gearbox und letztendlich einmal die Nozzle-Länge ebenfalls über die Hop-Up-Kammer einmal zu konfigurieren.
Da so eine Hop-Up-Kammer auch etwas Grundwissen erfordert, finde ich, oder bin ich persönlich nicht der Meinung, dass sowas für einen Einsteiger direkt einmal zu empfehlen ist. Wie gesagt, man muss sich schon auskennen, wie weit muss die Nozzle hier reingreifen, wie viel Shims packe ich drauf. Man muss also ein kleines bisschen Grundwissen einmal haben, um so eine Hop-Up-Kammer vielleicht zu verwenden. Natürlich engagierte Einsteiger, die lesen sich rein in die Thematik, testen ein bisschen rum, dann kommt man relativ schnell drauf. Aber wer wirklich blutiger Anfänger ist und vielleicht auch 2 linke Hände hat, dem würde ich vielleicht so eine Hop-Up-Kammer nicht unbedingt empfehlen. Bedeutet, man muss schon wissen, was man einmal tut. Puh, Leute, das soll es gewesen sein. Ich glaube, wir haben wirklich alles einmal angesprochen. Hoffe ich zumindest. Puh, Leute, das soll es gewesen sein. 2 Stunden später. Wie am Anfang schon gesagt, es wird leider sehr ausführlich oder sehr umfangreich, denn so ein Video ist nicht in einer Viertelstunde fertig. Habt ihr mitbekommen, zu jeder einzelnen Komponente gibt es so viele Punkte zu erklären. Ich bin mir selber gerade nicht sicher, ob ich wirklich alles angesprochen habe, was es zum Ansprechen gibt. Ich denke aber mal, so diese Grundkenntnisse oder das Grundwissen konnte ich jetzt einmal sehr gut vermitteln und ihr seid jetzt einmal in der Lage, gerade im technischen Sektor etwas mehr oder verstärkt einmal mitsprechen zu können. Wie gesagt, das war meine Voraussetzung. Oder das war das Ziel dieses Videos. So Leute, wenn ihr jetzt weitere Fragen habt oder wenn jetzt noch Fragen offen sind, scheut euch nicht, nutzt das Kommentarfeld, haut's einmal rein und wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, joint auch gerne einmal auf Patreon. Da antworte ich auch, sage ich mal, spätestens nach einer Stunde habt ihr nochmal eine Antwort. Außer nachts und nicht pennen. Joint uns einmal im Discord. Auch da haben wir sehr viele Airsoft-Spieler drin, Spielfeldbesitzer, die sich einfach sehr gut mit der Technik einmal auskennen. Und da wird jedem liebend gern einmal geholfen. Gerade auch, wie gesagt, habt ihr mal eine Wartung, habt ihr euch noch nie mit der Technik beschäftigt und müsst jetzt das erste Mal eine Wartung machen und habt Probleme. Wie gesagt, joint auf Patreon, kommt in Discord rein. Da bekommt ihr normalerweise innerhalb von einer Stunde spätestens einmal eine Antwort. So Leute, hat euch das Video gefallen? Like, Abo und wie gesagt, vielleicht eine Mitgliedschaft einmal auf Patreon dalassen, würde mich mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.